Erinnerst du dich noch an mich? Genau. Ich bin's, Deadman. Wie du weißt, steht es nicht gut um unsere Welt. Und schuld daran ist der gestrandete Tod. Die Toten walten plötzlich wieder unter uns, fanden einen Weg zurück von der anderen Seite. Wir gaben diesen Wesen den Namen GDs, gestrandete Dinge. Als sie in Kontakt mit den Lebenden kamen, war sofortige Vernichtung die Folge. Ein leerer Sturz, der nichts als einen riesigen Krater hinterließ. Aber das war erst der Anfang. Ein seltsamer Regen fiel vom Himmel, der alles rapide altern ließ, was er berührte. Dieses Phänomen nennen wir heute Zeitregen. Bauwerke rosteten und zerfielen, Menschen alterten im Handumdrehen. Mittlerweile ist die Welt, die wir früher kannten, nicht mehr wiederzuerkennen. Die Überlebenden dieser Katastrophe fürchteten nicht nur den Zeitregen, sondern auch die GDs. Sie zogen sich in die verbliebenen Städte zurück, wo Außenseiter bald nicht mehr willkommen waren. Die Menschen reisten nicht mehr und trafen sich nicht mehr persönlich. Sie entfernten sich voneinander und lebten immer isolierter. Die sozialen, kulturellen und politischen Bindungen zwischen Menschen zerbrachen immer mehr. Der gestrandete Tod beschleunigte das Aussterben der Menschheit. Im Angesicht dieser Bedrohung gründete Bridget Strand, die letzte Präsidentin der USA, die Organisation Bridges. Bridges verschrieb sich dem Ziel, Amerika wieder zu vereinen und zugleich die Zukunft der gesamten Menschheit zu retten. Leider starb Bridget jedoch, bevor sie ihren Traum verwirklichen konnte. Es warst du, Sam, der diese Aufgabe daraufhin übernahm und alles tat, um sie zu erfüllen. Sam, ein einfacher Bote, der jedoch die einzigartigen Kräfte eines Wiederkehrers besaß. Die einzige Person, die die Menschheit noch retten konnte. Mit dem Cupid von Bridges und in Begleitung des Bridge Babys Lou hast du dich auf eine Reise quer durch Nordamerika begeben. Dabei hattest du selbst mit genug zu kämpfen. Aphäphosmophobie, die Angst vor Berührungen. Die Verzweiflung, alles verloren zu haben, war einfach zu groß. Aber trotz allem warst du bestrebt, die Menschen wieder zu vereinen. Durch den Ausbau des chiralen Netzwerkes über den gesamten Kontinent hast du die Wiedergeburt der USA unter dem Namen United Cities of America ermöglicht. Außerdem hast du auch Bridgets Tochter Amelie gerettet, die von Terroristen gefangen gehalten wurde. Diese überaus wichtigen Missionen wurden dir anvertraut, Sam. Und wir, deine Freunde bei Bridges, haben alles getan, um dich dabei zu unterstützen. Zum Beispiel unser Direktor, Di Hartman. Er war ein enger Vertrauter Bridgets und wollte ihre letzten Wünsche unbedingt ehren. Sein Engagement für den amerikanischen Wiederaufbau war bedingungslos. Deshalb wurde er auch zum ersten Präsidenten der UCA ernannt. Mama und Logne waren Zwillingsschwestern. Das weißt du vielleicht noch. Diese begabten Wissenschaftlerinnen entwickelten den Cupid, der essentiell für den Ausbau des Netzwerkes war. Durch eine persönliche Tragödie entfremdeten sich die zwei. Doch sie haben wieder zueinander gefunden und ihre Seelen leben nun in ein und demselben Körper. Ah, Hartman. Alle 21 Minuten verlässt seine Seele seinen Körper, was dazu führt, dass er 3 Minuten lang als klinisch tot gilt. Während dieses temporären Ablebens reist seine Seele an den Strand. Deswegen weiß er mehr über den Strand und den gestrandeten Tod als jeder andere. Sein Wissen stellte sich als unverzichtbar für die Erfüllung deiner Mission heraus, Sam. Fragile. Leiterin der privaten Lieferorganisation Fragile Express. Als sie dem Zeitregen zu lange ausgesetzt wurde, alterte ihr gesamter Körper vom Hals abwärts erheblich. Dieses Erlebnis war die Folge eines grässlichen Verrats. Hicks, ihr einstiger Kamerad, nutzte den Zeitregen nämlich, um sie zu foltern. Es ist wenig überraschend, dass sie sich dafür unbedingt rächen wollte. Aber nachdem sie dich kennenlernte, Sam, änderte sie ihre Meinung. Und nicht zuletzt, Sam, der unvergleichliche Deadman, meine Wenigkeit. Wenn du mich fragst, sind wir beste Freunde geworden.
Du weißt sicher noch, dass ich aus einer künstlichen Gebärmutter stamme und im Laufe meines Lebens so einige Organtransplantate erhalten habe. Als ehemaliger Rechtsmediziner war ich dem Tod stets sehr nahe. Jedenfalls war ich bemüht, dir und deinem Bibi Lu so gut beizustehen, wie ich konnte. Wir als deine Freunde haben alles in unserer Macht Stehende für dich getan. Aber letztendlich warst du bei der Überquerung des Kontinents ganz auf dich allein gestellt. Nur in Begleitung von Lu. Und auf deinem Weg musstest du viele Hindernisse bewältigen. Todbringende GDs, unwegsames Terrain und unvorhersehbares Wetter, skrupellose Terroristen. Die Liste ist lang. Doch Higgs war ohne jeden Zweifel dein größter Feind. Er war überzeugt, dass es die Menschheit verdient hatte, auszusterben. Entführte Amelie und versuchte dich und zahllose andere zu quälen. Aber weder er noch sonst irgendetwas konnten dich von deinem Weg abbringen. Das chirale Netzwerk wurde schließlich vollendet. Die Brücke in die Zukunft war gebaut, aber deine Tortur war noch nicht vorüber. Du warst gezwungen, von der wahren Natur des gestrandeten Todes zu erfahren. Eine Wahrheit, die Amelie die ganze Zeit vor uns geheim gehalten hatte. Eine grausame Wahrheit, der du dich stellen musstest. Aber du hast auch diese letzte Offenbarung akzeptiert, Sam, und getan, was du tun musstest. Amerika wurde als die UCA wiedergeboren. Und während die Menschen deine Errungenschaften feierten, begabst du dich auf eine letzte geheime Mission. Um dein Bibi zu retten. Um Luke zu retten. Du hast das Kind aus der Kapsel befreit, in der es gefangen war. Und gemeinsam habt ihr ein neues Leben begonnen. Und wir mussten feststellen, dass ihr beide verschwunden wart, ohne die kleinste Spur zu hinterlassen. Ich mochte Booten schon immer. Durch eiskalten Regen und beißenden Wind. Über Flüsse, Berge und endlose Wüsten kommen sie, um Unbezahlbares zu liefern. Den Hauch eines Lebens, das ich nie kannte. Sie sind mein Fenster, meine einzige Verbindung zur Außenwelt. Und ich weiß, dass sie wiederkommen. Heute. Gehen wir heim.
Wer ist da? Wer bist du? Fragile. Hast du gekocht? Was machst du hier? Wow. Lou wird so schnell groß. Das tut euch gut. Die Zeit als Familie. Hier ein Geschenk. Die besten Windeln nach Chiraldruck. Gott sei Dank. Wie hast du uns gefunden? Dein Nachbar ist jetzt Teil des chiralen Netzwerks. Das Netz deckt jetzt die gesamte Region ab. Ich bin damit reingekommen. Du kannst jetzt Chiraldrucker benutzen. Dann wird es wohl Zeit für einen Umzug. Vielleicht weiter in den Süden. Ich bin überrascht, du hast noch nie zuvor die Vordertür benutzt. Die Tage des Sprengens sind vorbei. Durch den häufigen Gebrauch habe ich eine Art Syndrom. Man nennt es Sprungschock. Willst du vielleicht was trinken? Danke, nein. Ich sollte gleich zum Punkt kommen. Geschäftlich, hm? Einen kurzen Moment dachte ich, dass du plaudern wolltest. Ich habe einen Job für dich. Mach es. Und die ganze Sache mit dem Bridges-Abschied verschwindet aus den Akten. Du musst dich nicht mehr verstecken. Und was ist mit Lou? Das ist etwas komplizierter. Es geht schließlich um Bridges-Besitz. Das müsst ihr klären. Sam, du hast Amerika wieder vereint. Es wiedergeboren als UCA. Doch ich fürchte, der gestrandete Tod ist immer noch da. Die Menschheit ist weiter in Gefahr. Sie steht noch am Rand des Aussterbens. Das siehst du doch auch. Vieles ist anders, seit du allein losgezogen bist. Vor allem in den UCA. Inzwischen überwacht Bridges das Liefernetzwerk nicht mehr. Sie haben sich zurückgezogen, als alles lief. Deine Freunde und Kollegen gingen getrennte Wege. Das ist nicht alles. Die Hard Man ist nicht mehr länger der Präsident der UCA. Falls du dich fragst, wer jetzt die Verteilung übernimmt, APES 4000 hat den Prozess revolutioniert. Es nutzt das chirale Netzwerk zum Verwalten und Durchführen von Lieferungen. Innerhalb der Netzabdeckung braucht es keine menschlichen Boten mehr. Und Fragile Express auch nicht mehr. Als ich das Geschäft aufgab, gründete ich eine neue Gruppe für Arbeiten in Regionen außerhalb der UCA. Wir einigten uns auf den Namen Drawbridge. Und wir brauchen immer noch menschliche Boten für Arbeiten außerhalb des Netzwerks. Vorzugsweise welche mit Dooms, die GDs spüren. In Mexiko gibt es jede Menge gestrandete Dinge. Geister der Toten, angespült von der anderen Seite, strandeten dort ebenso wie überall sonst. Jeder menschliche Leichnam, der nicht richtig entsorgt wurde, wird zu einem GD. Und jeder lebende Mensch, der mit einem GD in Kontakt kommt, wird in die Tiefen des Teers gezogen. Auch riesige GDs können aus dem Teer kommen, was sie auch tun. Und wenn sie es schaffen, einen lebenden Menschen zu verzehren, lösen sie einen Leeresturz aus, der alles in der Nähe in einer gewaltigen Explosion auslöscht. So wurden mehrere Städte in Mexiko von der Landkarte gefegt. Die Überlebenden sind seitdem entzweit und isoliert. Da die meisten Menschen GDs nicht sehen können,
leben sie in Angst vor ihnen und wagen sich aufgrund dieser Angst nicht ins Freie. Die chirale Kontamination ist stark. In einigen Gegenden schlimmer als alles, was du in den UCA erlebt hast. Auch der starke Zeitregen wird immer heftiger. Und, wie du dir denken kannst, wird alles, worauf er trifft, vorübergehend beschleunigt. Objekte und Konstruktionen zerfallen rasant. Und Tiere und Menschen werden in Sekundenschnelle alt und schwach. Zeitregen geht auch oft dem Auftauchen von GDs voraus. Du solltest also versuchen, dich so gut wie möglich davon fernzuhalten. Es gibt noch viele andere Gefahren. Flüsse führen plötzlich Hochwasser und täglich gibt es Erdbeben. Sam, ich bitte dich, nach Mexiko zu gehen. Um das chirale Netzwerk nach Süden auszuweiten. So wie du es im Westen getan hast. Du fragst, oder kommt das von der UCA? Beides. Die UCA sind zu Drawbridge gekommen und jetzt komme ich zu dir. Also, was sagst du? Ja, okay. Also machst du's? Und was ist mit Lou? Ich kann ja nicht einfach mein Kind mitnehmen. Wenn ich das mache, würdest du dann so lange die Stellung für mich halten? Babysitter spielen? Wir sind im Netzwerk. Es gibt da eine Tagesmutter-App. Alles wird gut. Das Labor ist nur ein paar Tage entfernt. Er wird zurück sein, bevor du dich versiehst. Verbinde die Region Richtung Süden und komm heil zurück. Wir warten auf dich. Also gut. Nur zu. Steck ihn auf den Daumen. Wie ein Ring? Streck mal deinen Daumen aus. Etwa wie bei einem Like. Der neueste Cupid. Gerade fertig. Wir haben beschlossen, den Ausbau des Netzwerks zu verschieben, bis er bereit war. Wie zuvor wirst du ihn nutzen, um Leute in eine neue Welt zu führen. Es wird auch nicht schwerer als vorher. Die chiralen Netzwerkterminals sind bereit. Bridges sorgte dafür. Amelies Expedition teilte sich in 2 Gruppen auf. Die erste ging nach Westen, die zweite in den Süden nach Mexiko. Wie gesagt, sie konnten nur den Grundstein legen. Das Netzwerk wächst erst, wenn der Cupid die Terminals online bringt. Hungrig? Nein. Kein Essen mehr für dich.
Na, er hat Hunger. Okay. Chiralium-Dekontamination im Gang. Keine Anomalien entdeckt. Willkommen, Sam. Chirale Netzwerkverbindung bestätigt. Jetzt können wir anfangen, moderne Ausrüstung zur Leichenentsorgung herzustellen. Bis vor kurzem haben wir unsere Toten noch im Teer begraben. Aber diese Lösung erwies sich langsam als unhaltbar. Von jetzt an sollten wir klarkommen. Ich kann dir gar nicht genug danken. Du musst nach deiner langen Reise doch erschöpft sein. Wir haben einen privaten Raum nur für dich vorbereitet. In dieser Gegend lauern unzählige Gefahren. Du solltest dich ausruhen, bis du vollständig erholt bist. Zieh erst weiter, wenn du bereit bist. Bitte, bleib hier, bevor du wieder aufbrichst. Willkommen, Sam. Entspann dich und genieß deinen Aufenthalt.
Lou. Geht's dir gut? Du musst dich nicht um Lou sorgen. Wirklich. Ich muss sagen, das ist alles recht neu für mich. Aber die App hat mir viel geholfen. Verstehen, warum ein Baby weint. Die Milch ausreichend warm machen. Sie hat den perfekten Rat für alle Situationen. Hi. Also, wie ist es, wieder im Geschäft zu sein? Die Arbeit ist genauso wie immer. Ich bin zum ersten Mal getrennt von Lou. Es läuft. Wirklich. Sei bitte konzentriert, okay? Ja. Torbeben entdeckt. Bitte unverzüglich Schutz suchen. Sam, geht's dir gut? Mir geht's gut. Und euch? Die Einrichtung ist intakt, aber das Forschungslabor vielleicht nicht. Die lokalen Chiraliumwerte scheinen zu steigen. Beeil dich, lieber Sam. Geh zum Lieferterminal nach oben und sieh dir den Auftrag an. Einrichtung wird verlassen. Sam, wir haben ein Problem. Die Lieferung für das Forschungslabor ist transportbereit, aber die chirale Dichte ist höher als erwartet. Das mag an dem Torbeben gerade liegen, aber wir haben einen neuen GD-Bereich in der Nähe des Labors entdeckt. Allerdings haben wir keine BB-Kapseln zur Hand. Ich weiß, dass du Dooms hast, aber ohne eine Kapsel wirst du nur schwer bestimmen können, wo genau die GDs sind. Keine Sorge. Wenn ich nah dran bin, sollte ich sie sehen. Meine Doom-Stufe muss ich irgendwann erhöht haben. Sag mir einfach, wo ich hin muss. Den Rest übernehme ich. Ach ja, das ist fantastisch. Übrigens, wir haben eine Voruntersuchung der in der Nähe des Forschungslabors entdeckten GDs abgeschlossen. Und wir haben Waffen vorbereitet, die effektiv gegen sie sein sollten. Du bist ein Profi. Ich weiß, dass du das schaffst. Lang nicht gesehen, Sam. Allerdings ist mir schon klar, dass du mich so wahrscheinlich nicht wiedererkennst. Wie auch immer, dann werfe ich mal einen Blick auf deine Aufträge. Zuverlässig wie immer. Auf dich kann man zählen. Also, Sam, du erinnerst dich nicht an mich, oder? Mein Name ist Alex. Ich war in den UCA an der Wetterstation tätig. Ich war Bridges-Angestellter und Deadman war mein Vorgesetzter. Als ich die Möglichkeit bekam, mit ihm hier zusammenzuarbeiten, um den gestrandeten Tod und GDs zu studieren, kam ich sofort her. Und hier bin ich. Und jetzt bist du auch hier. Dein Timing hätte nicht besser sein können. Kurz vor deiner Ankunft ist die chirale Dichte angestiegen und hat bedeutend höhere Werte als zuvor erreicht. So ein Anstieg deutet auf das bevorstehende Erscheinen eines riesigen GDs hin. Ich habe dir ein paar MZ-Kugeln gegeben, die sehr effektiv gegen GDs sein sollten. Denn wenn sich ein riesiges GD nähert, wirst du es für uns ausschalten müssen.
Schwer zu sagen, wann dieses riesige GT erscheinen wird. Erstmal solltest du dich in deinem privaten Raum ausruhen und auf einen möglichen Kampf vorbereiten. Das ist sowohl meine als auch Deadmans Empfehlung. Wir melden uns wieder, Sam. Lange nicht gesehen, Sam. Du warst ein guter Freund. Das könnte ich niemals vergessen. Darum habe ich dafür gesorgt, dass diese Nachricht nur bei deiner Ankunft abgespielt wird. Die Sensoren hier scannen deine biometrischen Daten. Ein ganz simpler Trick. Das hier war ursprünglich ein Geophysiklabor, gebaut zum Studium von Erdbeben. Und aus diesem Grund enthält es umfangreiche Dokumente zu Torbeben, Teerströmen und Plattentoren. Und wie ich entdeckte, Forschungsdaten zur anderen Seite. Was ich dir gleich sage, erfuhr ich, nachdem ich hier eintraf. Stell dir vor, das hier ist das Labor. Es ist zwar relativ nah an der Nordspitze von Südamerika, doch der Kontinent ist durch einen Teergürtel komplett von uns getrennt. Und darum haben wir keine Ahnung, was dort vor sich geht. Wir wissen auch nichts über andere Kontinente außer dem unseren. Die Forscher hier haben versucht, Kontakt herzustellen zur restlichen Welt. Die Voraussetzungen waren gut, denn von dieser Einrichtung aus starteten einst Forschungssatelliten. Sie versuchten also diverse Sonden und Drohnen loszuschicken, in der Hoffnung auf Beobachtungsdaten. Ohne Erfolg. Die Erde ist nämlich umhüllt von einer dicken Schicht Chiralium, die Elektronik untauglich macht, so weit oben. Man versuchte es mit Schiffen über den Ozean. Oh ja. Oh, aber keine Chance. Die hohe Konzentration des Chiraliums im offenen Wasser war zu korrosiv, wodurch sie alle ausnahmslos sanken. Doch dann entdeckten die Forscher ein paar seltene Vögel vor ihrer Türschwelle. Vögel nicht aus dieser Region. Süßes kleines Vögelchen. Und das, mein Freund, war erst der Anfang. Nicht weit vom Labor entdeckte man eine seltsame Anomalie. Tja, die Umgebung dort war auch stark kontaminiert mit Chiralium. Ja. Das ist wunderschön. Etwas später nannten die Forscher die Anomalie ein Plattentor. Doch weitere Untersuchungen ergaben, dass es entstand, als du anfingst, das chirale Netzwerk in Nordamerika auszuweiten. Und dass das Tor zusammen mit dem Netzwerk immer größer wurde. Was als winziger Riss im Raum begann, wurde so viel mehr. Die fleißigen Forscher stellten Kameras zur Untersuchung des Tors und seiner Umgebung auf. Und zu ihrer Überraschung filmten sie dabei recht ungewöhnliche Beuteltiere. Ja. Solche, die man normalerweise nicht in Zentralamerika erwarten würde. Wie die Vögel. Und zur Prüfung ihres Verdachts schickten sie einen autonomen Roboter durch das Tor. Die gesammelten Bodenproben stimmten überein mit archivierten geologischen Daten aus der südlichen Hemisphäre.
Nicht lang danach kamen ein paar Männer und Frauen durch das Tor. Wir verstanden sie. Und sie bestätigten, dass sie wirklich aus dem fernen Australien kamen. Endlich wussten wir, die Welt außerhalb Nord- und Zentralamerikas hatte überlebt. Wir waren nicht die letzte Bastion der Menschheit. Doch auch in Australien tobte der gestrandete Tod. Unbeirrt kooperierten die Forscher bald eng mit Bridges und starteten eine Reihe von Tests. Dies ermöglichte eine Expedition nach Australien als Fundament für die chirale Netzwerkerweiterung. Erst installierten sie aber noch Überwachungsgeräte, damit das Tor von Mexiko aus beobachtet werden konnte. Das ist bis heute nötig, da Australien noch nicht mit dem Netzwerk verbunden ist. Den UCA geht es zwar nicht um Eroberung und Kontrolle, aber sie werden das Tor nicht einfach jeden nutzen lassen. Tatsächlich ist das einer der Gründe, warum sie so entschlossen waren, Australien mit dem Netzwerk zu verbinden. Tja, ich schätze, das war alles von mir zum Plattentor. Ich muss dir allerdings noch etwas erzählen. Etwas viel Wichtigeres. Machen wir kurz Pause. Die Dusche wartet auf mich. Torbeben entdeckt. Sam, ein riesiges GD ist gerade draußen aufgetaucht. Wir bereiten Waffen für dich vor. Über das Terminal oben kannst du dir nehmen, was du brauchst. Wir zählen auf dich. GD-Manifestation steht bevor. Greife auf das Terminal zu, um dich auf den Kampf vorzubereiten.
wie ich schon sagte, ich muss dir etwas mitteilen. Es geht um Lou. Nach deinem Ausscheiden bei Bridges habe ich nachgeforscht. Zum früheren BB-28, also Lou. Ich fand die BB-Ausmusterungsberichte. Demnach war BB-28 zur Entsorgung markiert und wurde dann vor 4 Jahren verbrannt. Lange bevor du und Lou euch kannten. Das ist BB-28. Das Kind, das offiziell als BB-28 benannt wurde. Aber sieh genau hin, Sam. Man sieht sofort, das kann überhaupt nicht Lou sein. Da, am Ellbogen, ist da etwa ein Muttermal? Nein. Das heißt, wir halten hier noch ein BB-28 in den Händen. Das, mit dem du in den Westen und zurückgereist bist. Gar nicht so lange her, Lou. Laut Vorschrift war die Seriennummer für jedes BB einmalig. Keine 2 Einheiten bekam je dieselbe zugewiesen. Ich überprüfte die Details mit den aktuellen Einträgen in der UCA-Datenbank. Und es gibt keine Anzeichen dafür, dass BB-28 überlebte. Das kann nur bedeuten, Sam, dass das Bridge-Baby, das du auf deiner Reise durch Amerika dabei hattest, Lou, nie in der offiziellen Datenbank erfasst wurde. Also, woher kam Lou dann nur? Im Moment können wir nur spekulieren. Doch so schlimm das jetzt auch klingen mag, es könnte sogar von Vorteil sein. Denn die UCA oder Bridges können kein BB verfolgen, für das sie keine Daten haben. Glücklicherweise, denn wenn sie von einem BB wüssten, das fern der Kapsel lebt und wächst, wollten sie es für Studien haben. Also tröste dich mit dem Wissen, dass das so ist. Dass ihr frei seid. Du ziehst Lou in Frieden auf. Wie läuft es denn so? Ihr zwei als Familie. Gut. Ich habe Geschenke. Ein paar Dinge zum Mitnehmen. Einige Impfstoffe zum Verabreichen, wenn dein Kind größer wird. Lou soll lange und gesund leben. Und es ist normal, dass Kinder Angst vor Spritzen haben. Vielleicht beruhigt das Lou ein wenig. Ein Zeichen meiner Zuneigung. Du bekommst es über das Lieferterminal, wenn du gehst. Ich frage mich, wie groß Lou wird. Naja, eine Sache will ich dir noch mitteilen. Wie du weißt, soll jeder an seinen eigenen Strand gehen, wenn er stirbt. Doch anders als die anderen gebar mich keine Mutter, sondern eine künstliche Gebärmutter. Transplantate boten die Organe, die ich nie hatte. Ich war nicht komplett und ohne Strand, dachte ich. Aber das wollte ich nicht akzeptieren. Ich ging nach Haus, studierte das H, den K und den Strand. Ich stürzte mich in die Arbeit, Sam. Hab's versucht. Aber mehr kann ich wohl nicht tun. Am Ende bleibe ich Frankensteins Flickenmonster. Und ich bin quasi am Ende. Als ein Doktor kann ich dir sagen, ich habe nicht viel Zeit. Also widme ich die verbleibende Zeit der Forschung. Deshalb bin ich hier, Sam, um den Strand mehr zu studieren. Es gibt so viele Daten hier, Sam. Zu Strandformation, zu Sprüngen an Stränden, der Wechselwirkung zwischen dem Strand und Plattentoren. Alle Beweise, die man sich nur wünschen kann. Nicht genug, um alle Geheimnisse aufzudecken, aber genug für mich. Für eine unglaubliche persönliche Offenbarung. Dass ich auch am Strand landen werde. Die Art meiner Geburt spielt keine Rolle. Ich habe als Mensch gelebt. Und darum besitze ich einen Strand, wie alle anderen. Ich bin keine Maschine. Ich bin ein Mensch mit einem H und einem K und dem Strand, der dazu gehört. Und ich muss auch ein Geständnis machen. Mit einer aufrichtigen Entschuldigung.
Ich sagte dir, dass ich kein Dooms hätte. Aber das ist nicht ganz wahr. Allerdings habe ich dich nicht angelogen. Ich wusste es bloß nicht. Ich erfuhr erst an meinem eigenen Stand, dass ich es habe. Chirale Allergiereaktion. Ich kann's näher kommen spüren. Ich gehe zum Strand, Sam. Zu meinem. Pass gut auf dich auf. Sam. Wusstest du davon? Nein, ich hab's nicht gewusst. Tut mir leid, dass Deadman jetzt fort ist. Doch er wäre zufrieden, dass du es bewerkstelligt hast, das UCA-Netzwerk bis zum Labor zu erweitern. Danke, Sam. Dann geht's wohl nach Hause. Fehlt dir Lou so sehr? Das weißt du doch. Komm zurück, Sam. Lou vermisst dich auch. Hey Sam, wegen dieser Nachricht an dich von Deadman. Ich hoffe, du weißt, dass er dir das alles selbst sagen wollte. Du solltest das nicht von mir oder jemand anderem hören. Natürlich haben wir seine Wünsche respektiert. Wir werden auch seine Forschung für ihn fortführen. Vielen Dank, dass du ganz Mexiko verbunden hast, Sam. Pass auf dich auf und besuch uns, wenn du wieder in der Nähe bist. Sam, ich habe mir gerade die UCA-Partner angesehen. Du kannst durchatmen. Alle Daten über dein bisheriges Leben auf der Flucht wurden gelöscht. Der Feinde. Dein Bunker wird angegriffen.
Was wollte der denn? Dein Bunker ist unter Beschuss. Persönliche Datenbank wurde zerstört. Was ist passiert? Lou. Lou. Ich habe dich so weit verarztet. Was ist mit Lou? Wir wurden angegriffen. Es ging alles so schnell. Einbruch entdeckt. Einbruch entdeckt. Alarmstufe 5. Mehrere nicht identifizierte bewaffnete Feinde. rausholen. Aber ich konnte nur Ausrüstung mitnehmen. Und so konnte ich mir Lou nicht vorstellen. Es gab keine Möglichkeit für uns beide zu entkommen. Das Beste wäre gewesen, Lou da rauszuholen. Nur Lou. Ich konnte Lou nicht beschützen.
Es tut mir so leid. So leid. Tut mir leid. Sam. Siehst du mich? Nein. Du bist tot. Es gab keine Möglichkeit für uns beide zu entkommen. Beide zu entkommen. Beide zu entkommen. Das Beste wäre gewesen, Luda rauszuholen. Nur Luda. Sam, ich weiß, ich kann's nicht wieder gut machen. Ich weiß. Sam,
Hör bitte damit auf. Bitte. Gib mir die Waffe. Hier ist nichts mehr für dich. Nichts als Kummer und Reue. So kannst du nicht weitermachen. Komm, wir gehen eine Runde. Meine Crew, Sam. Es wird Zeit für dich, eine neue Reise zu beginnen. Rauschmittel wurden entfernt. Blutalkoholgehalt normal. Sieht aus, als hättest du Schlaf gebraucht. Hoffe, du magst den privaten Raum. Fühl dich ganz wie zu Hause. Hey, hey, warte. Wo ist die Kapsel? Wo ist Lou? Bleib ruhig, Sam. Lou ist bei mir. Wir sehen uns bald. Willkommen bei Drawbridge, Sam. Und auf der DHV Magellan, der mobilen Operationsbasis. Na los, ich zeig dir alles. Das ist die Waffenkammer. Hier kannst du deine Waffen auf Herz und Nieren prüfen. Die Räume hier gehören den anderen Crewmitgliedern. Die sehen so aus wie deine. Und die Dusche ist da hinten. Das ist wirklich ein Wahnsinnsschiff. Ich vermute, dank der UCA. Nein. Wie gesagt, Drawbridge besteht aus Zivilisten. Aber wir haben einen großzügigen Gönner mit Kapital und Technologie. Klingt wie ein hohes Tier, der UCA. Keine Ahnung. Wir sind uns nie begegnet. Legt Wert auf Privatsphäre. Echt jetzt? So ein Quatsch glaubst du doch nicht mehr. Wir wurden beide schon einmal belogen, das stimmt. Solange Abmachungen eingehalten werden,
sage ich nichts. Dies ist das Hauptquartier unserer kleinen Operation. Die Brücke der DHV Magellan. So ist es immer, wenn die DHV Magellan unterwegs ist. Das ist Tarman, unser Arzt und Geophysiker hier. Und der Captain und Pilot, falls du dich das noch fragst. Und er leidet auch an Dooms. Die Nav-Konsole bietet eine direkte Verbindung zu den Teerströmen. Der Nachteil ist, dass wir alle in Chiralium baden müssen. Schön, dass du an Bord bist, Sam. Bitte verzeih, wenn ich dir nicht die Hand schüttle. Du lenkst das Schiff solo? Ja, aber der Computer macht die meiste Arbeit. Also ist das ein U-Boot. Bingo! Wir tauchen in den Teer, um unterirdisch zu reisen. Unter der Oberfläche der Erde gibt es Ströme, die uns fast überall hinbringen können. Was ist deine Rolle in all dem? Meine? Ich sorge dafür, dass Drawbridges große Pläne gut aufgehen. Du bist die Kommandeurin? Das stimmt. Aktuell ist Fragile nur mein Name. Also, wo geht's hin? Momentan geht es zum Plattentor in Mexiko, das du ans Netzwerk angeschlossen hast. Unser Ziel ist auf der anderen Seite, Australien, das wir als nächstes verbinden sollen. Aber das Problem ist, dass nicht jeder Teil der UCA sein will. Das ist nicht der Plan, Sam. Die UCA wollen ihre Grenzen nicht erweitern. Wie in Mexiko sollen neue Regionen ans Netzwerk angeschlossen werden. Unsere letzte, beste Hoffnung, die Welt zu retten. Und darum sind wir hier. Oder noch besser, bist du hier. Lou. Ah, Lou heißt das Kind also. Hallo, Entschuldigung, ich gehöre auch zu Drawbridge, glaub's oder nicht. Es ist eine Ehre, Sam. Eine Puppe? Puppe? Nein, nein, ich lebe und habe einen Willen. Das ist Dollman. Ein Mann, dessen K festhängt in... Du weißt schon. Früher war er ein Geistermedium. Als ich noch Fleisch und Blut war, natürlich. Bedauerlicherweise kostete meine Transformation mich die Gabe. Lou, wo bist du? Sam, die Kapsel ist... Weißt du, niemand sollte solchen Verlust erleiden. Ich verstehe es. Glaub es mir ruhig. Und darum, ja, denke ich, ihr zwei solltet noch ein Abenteuer haben. Wovon redest du? Tja, nimm Lou. Ja, und verbindet Australien zusammen. So wie auch zuvor in Amerika. So eine lange Reise wird gut sein, um zu heilen. Sam, wir sind da. Falls du es dich gefragt hast, meine Hand reist durch die Teerströme. Das ist ein Glück, denn so kann ich das Schiff immer auf Kurs halten. Wir sind bei dem Forschungslabor, das du verbunden hast. Die DHV Magellan kann überall hinreisen und auftauchen, solange es innerhalb des Netzwerks ist. Eine richtige mobile Operationsbasis.
aber noch nicht komplett ausgerüstet. Es fehlen richtige Waffen. Muss ich bei Gelegenheit beheben. Jedenfalls ist die DHV Magellan für dich da. Wie immer bereitest du uns den Weg zur Erweiterung des Netzwerks. Wir sind direkt hinter dir, um dich zu unterstützen. Damit das kristallklar ist, Sam. Unsere Mission ist der Anschluss des ganzen australischen Kontinents an das chirale Netzwerk hier in Nordamerika. Von der anderen Seite der Welt, wie soll das funktionieren? Wir nehmen das mexikanische Plattentor, das du bereits verbunden hast, weißt du noch? Für den Anfang musst du bloß hindurch. Dann verbinde ich dein Cupid mit dem nächsten chiralen Netzwerkterminal. Du besorgst die Abdeckung, wir kommen mit der DHV Magellan nach. Und unterwegs bist du natürlich mit deinem Kind. Ich meine, das würde Lou doch wollen, oder? Ein großes, neues Abenteuer mit Papa. Ich freue mich für dich. Geh und check deine Ausrüstung. Wir warten auf dich. Lust auf einen Ausflug mit Papa? Okay, Kleines, los geht's. Sam, darf ich vielleicht mitkommen? Lass ihn nur. Sein Wissen und seine Erfahrung werden uns sicherlich noch nützlich sein. Ja. Echt jetzt, Sam? Am Hintern? Warum denn nicht vorne? Ich hab gern die Kontrolle. Okay. Du hast eine Wahl? Was war das denn bitte? Du hast es auch gesehen. Das ist für mich nichts Neues. Was immer beim Anschließen der Kapsel passiert. Ah, der Durchbluteffekt, bei dem Bibis Erinnerungen mit den eigenen verschmelzen. Aber das hat man dir bestimmt schon erklärt. Obwohl, das ist natürlich etwas anders. Ja, dieser Mist schon wieder. Sam, hörst du mich? Du musst zuerst auf das Plattentor-Terminal in Mexiko zugreifen. Nach Bestätigung der Netzabdeckung können wir uns mit der DHV Magellan an deiner Position neu formieren. Was machen die denn? Ich habe die noch nie gesehen. Und die sehen fast aus, als wären sie Pilger. Und die können einfach so durch das Tor laufen?
Oh, scheint so. Sobald du die Reichweite nach Australien ausdehnst, sollte uns das chirale Netzwerk mehr Sicherheit bieten. Oder uns zumindest überwachen lassen, wer das Tor benutzt. Ich möchte nochmal betonen, dass die UCA den Zugang nicht beschränken wollen. Sie wollen nur gewährleisten, dass alle, die zwischen den Kontinenten reisen, sicher sind. Mach dich bereit, Sam. Das ist ein Torbeben. Oh. Und zwar ein großes. Seltsamer Ort. Danke, Sam. Ich will dir jemanden vorstellen. Hallo, Sam. Ich heiße Charlie. Charlie ist Drawbridges Gönner. Hör mich an, Sam. Du sollst uns helfen, Australien ans Netzwerk anzuschließen. Drawbridge wurde ausgewählt, diesen kritischen Einsatz durchzuführen. Die Leute haben das mit Mexiko mitbekommen und wollen mehr davon. Und was willst du hier abziehen? Es gibt Gründe, warum meine Identität geheim ist, Sam. Zur Klarstellung, ich bin nicht Apex, ich bin auch nicht dein Feind. Und jetzt glaubst du, ich vertraue einfach den Worten meiner seelenlosen Puppe. Du musst mir vertrauen. Ich zahle für dieses Schiff und die ganze Operation. Ein großes persönliches Risiko. Nein, zeig mir dein Gesicht, sonst war's das. Ein Gesicht? Also gut. Da du mir also nicht glaubst, sollte es wohl jemand sein, den du kennst. Wie wäre das? Wähle einen alten Kameraden, dann spreche ich mit seiner Stimme. Wen hättest du gern? Wem vertraust du? Sam, hier ist Die Hardman. Okay, rufe sein Profil aus der Datenbank auf. Wie ist es jetzt, Sam? Bestimmt fühlst du dich schon viel wohler. Sag mal, alter Kumpel. Das hier ist also ein UCA-Job. Wer weiß davon? Aha, das missverstehst du. Allerdings gibt es noch viel, was ich dir nicht erklärt habe.
Es wird wohl Zeit für den Auftritt einer bestimmten Person. Darf ich vorstellen? Der Präsident. Der neue Präsident? Der Typ, der nach Die Hartman übernahm? Nicht so ganz. Die UCA haben inzwischen kein Präsidialsystem mehr. Die Hartman war der erste und einzige Präsident, was das Ganze zu einer der kürzesten Ein-Mann-Regierungen in der Geschichte macht. Man kann nur erahnen, was er davon hielt. Früher wurde der Präsident durch den Willen des Volkes alle 4 Jahre durch eine Wahl bestimmt. APAS allerdings ist deutlich effizienter. Es kann die öffentliche Meinung in Echtzeit ermitteln und damit über die richtige Vorgehensweise entscheiden. Dies führte zur Übernahme eines neuen Modells. Dieser Präsident, du sagtest doch, er sei nicht der Präsident. Er ist nicht der Präsident der UCA. Stattdessen dient er als Präsident von APAC. APAC ist ein privat geführtes Unternehmen, verantwortlich für den Betrieb und die Aufsicht von APAS. Ein Dienstleister, an den wir die laufende Regierungsführung delegieren können. Deine Leistung in Mexiko war beispielhaft. Wir können dir nicht genug danken. Gut gemacht. Wirklich. Ich glaube fest daran, dass nur diejenigen das Netzwerk nach Australien erweitern können, die es hier bei uns zu Hause errichtet haben. Das bist du, Sam. Und auch du, Fragile. APAS hat bestimmt, dass ihr bei diesem Vorhaben die höchste Aussicht auf Erfolg habt. APAS und das chirale Netzwerk basieren auf UCA-Technik. Mit der Erweiterung ihrer Reichweite erweitert man ihren Einfluss ebenfalls, oder nicht? Ein guter Einwand. Aber es waren nicht die UCA, die diese Entscheidung trafen. Es war APAC, ein privates Unternehmen. Die UCA haben überhaupt keine Beteiligung an der Sache. Sam, es könnte dich interessieren, dass es einem höheren Ziel dient, Australien zu verbinden. Das Plattentor zwischen Nordamerika und Australien war erst voll entwickelt, nachdem du Amerika mit dem chiralen Netzwerk vereint hattest. Dementsprechend nehmen wir an, dass ein neues Tor irgendwo innerhalb Australiens erscheint, wenn die volle chirale Verbindung erreicht wird. Ab diesem Punkt sollte APAS über genügend Daten verfügen, um weitere Verbindungspunkte zwischen den Kontinenten zu berechnen. Mit diesen Informationen kann APAS dann die Positionen dieser Landmassen weiter extrapolieren. Kurz gesagt, bei dieser Mission geht es nicht nur ums Verknüpfen eines Kontinents. Das Verbinden Australiens bringt uns näher an die Wiederherstellung einer Welt von vor dem gestrandeten Tod, in der alle Teil eines größeren Ganzen sind. Ich hoffe, meine Antwort lindert deine Sorge etwas. Schätze ja. Aber sagen Sie, was ist Charlies Rolle? Er kann für mich sprechen, wenn nötig, um dafür zu sorgen, dass die Operation nach Plan verläuft. Unsere Kooperation allerdings wird bestimmen, welche Faktoren essentiell für euren Erfolg sind und bietet euch direkte Unterstützung. Willkommen an Bord, Sam. Charlie übernimmt ab hier. Es wird deine Aufgabe, die Leute auf dem Kontinent zu verbinden, Sam. Aber alle hier auf diesem Schiff sind bereit und gewillt, dir zu helfen. Diesmal bist du nicht ganz allein. Und? Wirst du es tun? Hab ich schon mal. Scheint alles zu sein, was ich gut kann. Nicht schießen! Nicht schießen!
Noch eine seltsame Vision. Hör mal, Sam. Lass mich dir deinen neuen Job erklären. Den großen. Es ist genau wie in Amerika. Die Leute hier sind isoliert. Die Städte sind voneinander abgeschnitten. Und um ganz Australien ans chirale Netzwerk anzuschließen, möchten wir, dass du den Kontinent überquerst und wichtige Orte mit dem Cupid verbindest. Zuerst einmal verbindest du nacheinander mehrere Einrichtungen auf dem Weg in die nächstgelegene Stadt. Das ist Westfort Nord. Charlie erklärt dir den Auftrag, der dich zur ersten Einrichtung führt. Dein erstes Ziel beherbergt das, was sie die Regierung nennen. Sie wollen eine neue Verwaltung aufbauen, um die Lücke zu füllen, die der Zusammenbruch Australiens hinterlassen hat. Da das Konzept einer formellen Regierungsform den meisten inzwischen unbekannt ist, wählten sie einen einfachen Namen. Diese Menschen leiden derzeit unter den Auswirkungen schwerer chiraler Kontamination. Aber mit UCA-Technologie sollten sie sich vollständig erholen. Die Fracht, die dir anvertraut wird, enthält alles, was sie für ihre Behandlung benötigen. Wenn wir sie liefern und ihr Vertrauen gewinnen können, werden sie bereit sein, dem chiralen Netzwerk beizutreten. Natürlich sind sie mit der momentanen Situation des Landes vertraut. Und wir würden von ihrer Hilfe profitieren. Wir haben bereits anormale Chiralium-Messwerte in ganz Australien. Es gibt sogar einen GD-Bereich nicht weit entfernt von hier. Mit einer BB-Kapsel solltest du mit deinem Odra-Deck die Position von GDs bestimmen können. Aber es ist unklar, ob diese Kapsel richtig funktionieren wird. Sei äußerst vorsichtig. Charlie ist vielleicht unser Gönner, aber er macht sich gern jederzeit die Hände schmutzig. Er war uns auch ein großartiger Ratgeber. Sei also versichert, dass jede Anweisung, die Charlie für dich hat, mit mir abgesprochen ist und genehmigt wurde. Okay, fangen wir an. Du bist doch der Typ von Drawbridge, oder? Du bist also wirklich gekommen, hä? Direkt durch GD-Gebiet, nur um uns Fracht zu bringen. Das ist eine Leistung. Ich habe lange auf jemanden wie dich gewartet. Mal sehen, wie du mit unserer Lieferung umgegangen bist. Es stimmt, was alle sagen. Auf dich kann man wirklich zählen. Chirale Kommunikationsübertragung. Wenn uns dieses Netzwerk zur Verfügung steht, können wir unseren Traum vielleicht wahr werden lassen. Wir wünschen uns eine Welt, in der selbst die Schwächsten eine Chance haben. Eine Welt, in der sich die Menschen gemeinsam gegen jene, die Gewalt wollen, auflehnen. Seit dem gestrandeten Tod wurde dieser Kontinent von schrecklichen Umweltveränderungen heimgesucht. Das war schon schlimm genug, aber plötzlich wurden die Anomalien noch deutlich dramatischer. Extreme chirale Kontamination und diese verdammten Betrachter, die aus ihren Löchern krochen. Damals war es mir nicht klar, aber die Eskalation des ganzen Wahnsinns fiel mit der Verbindung der UCA ans Netzwerk und dem Auftauchen des Plattentors zusammen. Das chirale Netzwerk verursacht außerhalb seiner Reichweite Instabilität. Und nur durch die Verbindung von ganz Australien wird sich das wieder ändern. Zumindest vermuten wir das. Um zu helfen, haben wir unsere Daten über den Kontinent mit deinen Leuten geteilt. Informationen über die Brigands und so weiter. Nutze sie nach besten Kräften. Ausgezeichnete Arbeit, Sam. Die Regierung ist jetzt Teil des chiralen Netzwerks. Wir haben also den ersten wichtigen Schritt zur Verbindung von ganz Australien abgeschlossen. Ich danke dir, dass du das ermöglicht hast. Gut gemacht. Um die Netzabdeckung bis nach Westfort Nord auszudehnen, ist unsere nächste Aufgabe, das westliche Umweltobservatorium zu verbinden. Der zugehörige Auftrag ist bereit für dich. Dieser Auftrag könnte dich leicht in große Gefahr bringen, also solltest du deine Ausrüstung mit der allergrößten Sorgfalt auswählen. Greife auf das Terminal hierzu, nimm den Hauptauftrag an und mach dich auf den Weg.
Geht's dir gut? Du hast im Schlaf geredet. Und den Namen Amelie wiederholt. Sam, Carmen hier. Ich würde dir gerne deinen nächsten Auftrag erläutern. Um fortzufahren, greife auf das Lieferterminal der DHV Magellan zu, sobald du bereit bist. Mein Wort. Alles okay, Sam? Was war das denn bitte? Ist was passiert? Sam, wegen des nächsten Orts, den du über den Cupid anschließen sollst. Es gibt da wohl ein kleines Problem. Die Teerströme sind dort derzeit instabil. Unter diesen Bedingungen ist es kaum möglich, eine chirale Netzwerkverbindung herzustellen. Unsere Scans haben eine mögliche Ursache dafür gefunden. Einen unbekannten Brigand-Außenposten nördlich von West Fort Knott. Es ist zwar keine sehr elegante Lösung, aber du musst ihn zerstören. Enttäusche uns nicht, Sam.
gut gemacht, Sam. Du hast das Ziel ausgeschaltet. Und vergiss nicht, deine Sachen zu holen, bevor du weiterziehst. Hey du, wie schön dich zu sehen. Ist lange her, Sam. Was du lebst. Oh nein, nein, ich bin ein Geist. Ich will mich rächen an dir und diesem Miststück Fragile. Ich komme von der anderen Seite. Es bringt nichts, dich töten zu wollen, wenn du eh nicht tot bleibst. Aber es gibt viele andere Wege, dich leiden zu lassen. Oh. Das Kind ist nicht mehr, hm? Schade. Wirklich sehr schade. Und du trägst jetzt einfach den Sarg. Sorry, die Kapsel mit dir herum. Ist das rührend? Obwohl du rein gar nichts weißt über Lou. Was meinst du? Hm. Vielleicht kann ich dich nicht töten, aber du kannst alles verlieren. Und dich bis zu deinem Ende quälen. Wissen, dass der Tod nie kommen wird. Begib dich auf deine Reise. Geh, wohin du willst. Aber ich lasse nicht zu, dass du den Kontinent verknüpfst. Und nicht, weil ich ans Aussterben glaube, nein. Ich will eine Welt, in der Angst und Gewalt herrschen. Und wer glaubst du wird gewinnen, Sam? Du? Mit deinem Hippie-Netzwerk? Oder ich? Mit meinen raueren Methoden? Ich kann's nicht erwarten. Nur ein guter, alter Bosskampf. Grausamkeit oder Kollaboration? Die alte Frage. Finden wir es heraus.
Sam? Sehr schön. Das hat anscheinend für einigen Schaden gesorgt. Sam. Dein letzter Angriff hat eine Narbe hinterlassen. Bist du verletzt, Sam? Sehr schön. Das hat anscheinend für einigen Schaden gesorgt. Du heißt Sam, stimmt das? Wir schulden dir was. Was zum Teufel war das Ding überhaupt? Diese Maschine sah wirklich ungewöhnlich aus. Super, keine Probleme beim Aufbau einer chiralen Netzwerkverbindung. Übrigens haben wir Leute losgeschickt, um die Trümmer des Mex zu bergen, der uns angegriffen hat. Wir sollten ihn studieren, weißt du? Wenn wir etwas Wichtiges herausfinden, leiten wir es umgehend an Drawbridge weiter. Danke nochmal, dass du uns geholfen hast. Sam, hier ist der Präsident. Dank deines unermüdlichen Einsatzes ist West Fort North jetzt Teil des chiralen Netzwerks. Ein großer Erfolg. Ich ziehe meinen Hut. Diese Erweiterung hat jedoch kaum etwas gegen die anormalen Aktivitäten auf dem Kontinent bewirkt. Andernorts kommt es immer häufiger zu Störungen der Teerströme. Nur wenn wir ganz Australien verbinden, können wir hoffen, dieses Problem zu lösen. Und auf diese Weise werden wir auch optimale Bedingungen für die Entstehung eines neuen Plattentores schaffen. Wir sind einen Schritt näher an der Verwirklichung des Chiralversums und der Verhinderung des Aussterbens der Menschheit.
Der Weg, der vor uns liegt, birgt noch viele Gefahren. Aber ich habe größtes Vertrauen in deine Fähigkeiten. Doch jetzt gönn dir erstmal eine wohlverdiente Pause an Bord der DHV Magellan. War das wirklich Hicks? Er lebt. Er sagt, er sei ein Geist, aber... Er fand einen Weg zurück vom Strand, nur um uns zu töten? Ich habe seine Stimme gehört. Sein Gesicht konnte ich nicht sehen, aber er sagte, er wollte sich an uns rächen. Unsere Pläne mit Australien zu vereiteln, war nun ein weiterer Teil davon. Sie trugen alle rot. Ganz genau wie bei dir. Das hätte er sein können. Du glaubst, es war Hicks? Hat er Lou verletzt? Ich weiß es nicht. Fragile, du musst dich erinnern. Ich habe nicht viel gesehen. Aber sie trugen alle rot. Das ist alles meine Schuld. Er war mir an Amelies Strand ausgeliefert. Hätte ich ihn nur erledigt, wäre nichts davon passiert. Nein. Gib dir keine Schuld. Weißt du, irgendwas stimmt nicht. Er hat gesagt. Du weißt rein gar nichts über Lou. Dann merkte ich, er hat absolut recht. Ich meine, das ganze Kind ist mir ein Rätsel. Also frage ich, kannst du vielleicht einen Blick in Lous Vergangenheit werfen? Charlie, du, die Crew, ihr seid alle mit den UCA verbunden, oder? Einer von euch muss Zugriff auf die Archive haben, die vom chiralen Netzwerk geborgen wurden. Okay, Sam. Mal sehen, was wir rausfinden. Echt, Sam? Es gibt auch sowas wie zu eng. Oh. War wohl ein ziemlicher Albtraum. Ich spüre meine Beine nicht. Hey Sam, wie geht es dir? Ich habe Neuigkeiten für dich, wenn du Zeit hast. Ich nehme an, du weißt mehr über Lou? Wir sind der Nachricht von Deadman im Labor nachgegangen. Dass es noch ein BB-28 gab. Nicht Lou, das den Aufzeichnungen zufolge vor 4 Jahren außer Dienst gestellt wurde. Als du Lou das erste Mal trafst, vor ungefähr 2 Jahren,
wurde dir ein BB anvertraut, das der Leichenentsorgung von Bridges übergeben wurde. Und zusammen habt ihr beide ganz Nordamerika durchquert. Deadman und alle anderen bei Bridges. Sie nannten Lou BB-28. Genau. Denn das war Lous Seriennummer. Wir haben die Aufzeichnungen für das BB-Lager gefunden. Durch einen Abgleich der Daten fanden wir heraus, dass nach der Stilllegung von BB-28 vor 4 Jahren Lou dieselbe Bezeichnung erhielt und ins Lager gebracht wurde. Du willst damit sagen, dass Lou anstatt einer neuen Seriennummer eine alte geerbt hat? Und Lous Mutter. Nach dem Kaiserschnitt scheint sie gestorben zu sein. Und das sind bislang mehr oder weniger unsere Erkenntnisse. Ohne eine Todmutter, die unterstützt, ergibt es Sinn, dass Lou als Reserve diente. Aber wir wissen immer noch nicht, wer die Neuzuweisung der Seriennummer genehmigt hat. Und auch nicht aus welchem Grund. Hicks sagte, ich wüsste einiges nicht. Vielleicht hat er das damit gemeint. Das könnte sein. Ich will alles über Lou wissen. Du spielst sein Spiel, Sam. Dass du der Vergangenheit nachjagst, ist das, was Hicks will. Ich muss wissen, wo Lou herkam. Ich muss es einfach. Wenn du meinst, Sam, ich suche weiter. In der Zwischenzeit solltest du dich vor deiner nächsten Mission ausruhen. Glaubst du etwa, du hast eine Wahl? Sam, der nächste Ort, den du besuchen sollst, heißt Rainbow Valley. Jemand von Drawbridge wartet dort auf dich. Sobald die Netzwerkverbindung hergestellt wurde, kommt ihr zu uns auf die DHV Magellan. Ich habe die Person selbst in den UCA angeworben. Du kannst den Auftrag am Lieferterminal abholen. Ich freue mich drauf, euch zu sehen. Danke nochmal, Sam. Habe ich sie erschreckt? Das ist wirklich schwer zu sagen.
Ich habe sie auf jeden Fall noch nie so tanzen sehen. Nur zu, Sam. Folge ihr in diese Einrichtung. Danke fürs Kommen, Sam. Tut mir leid wegen eben. Ich wusste erst nicht, wer du bist. Du strahlst wie das blühende Leben, Rainey. Du auch, kleiner Mann. Wie gehst du eigentlich mit dem Zeitregen um? Rainey, es ist so lange her. Fragile! Freue mich schon, dich wiederzusehen. Worauf warten wir, Sam? Auf zur DHV Magellan. Fragile. Hi. Hi. Ein schönes, altmodisches Treffen. Chiralogramme sind toll, Umarmungen besser. Du weißt das sicher schon, aber das ist Rainey. Sie ist eine Freundin unserer Sache. Ich freue mich, dich kennenzulernen, Sam. Ich freue mich auch. Schön, dass es dir gut geht. Es ist so schön, euch wiederzusehen. Sam, für deinen nächsten Auftrag musst du ein entlaufenes Känguru finden. Es ist Teil eines wichtigen Experiments. Wie es aussieht, ist die chirale Dichte in dem Buschland, in das es gehüpft ist, außergewöhnlich hoch. Du musst es deshalb schnellstens finden und zurück ins Tierheim bringen, damit es überlebt. Es ist so, Sam, die Zeit drängt. Ich erkläre dir die Details, während du die Karte anziehst. Nimm den Hauptauftrag an diesem Terminal hier an, wenn du bereit bist, aufzubrechen. Es gibt ein Problem, Sam. Bei dem verletzten Känguru hat sich gerade ein Buschfeuer entzündet. Die Zeit drängt. Rette das arme Kerlchen so schnell wie möglich und verbinde das Tierheim mit dem chiralen Netzwerk. Okay, Zeit zu verschwinden. Keine Ahnung, wie wir das überlebt haben. Naja, wir sollten jetzt den Cupid verbinden. Los geht's!
Okay, Sam, das war's. Okay. Ist in Einrichtungen eingeschränkt. Danke. Das war eine tolle Leistung von dir. Drawbridge ist noch unglaublicher, als wir dachten. Dank allem, was du für uns getan hast, sind die Tiere unversehrt und die Einrichtungen halten sich gut. Das ist wirklich wundervoll. Okay, ich check mal deine Aufträge. Das gerettete Känguru scheint okay zu sein. So ein Glück. Sie bedeutet uns so viel. Und wir sind froh, sie in einem Stück wiederzuhaben. Sobald sie sich ein wenig ausgeruht hat, kommt sie ins benachbarte Reservat, wo du sie jederzeit besuchen kannst, ja? Gut gemacht, Sam. Kehre bitte zur Brücke auf der DHV Magellan zurück. Ich würde dir gerne etwas mehr über Rainey und ihre Talente erzählen. Sorge wegen des Feuers. Rainey wird es für uns löschen. Sag mal, wer ist sie genau? Es sind jetzt ungefähr 6 Monate, seit ich von dem Mädchen gehört habe, das den Regen brachte. Immer wenn ich rausging, kam der Zeitregen. Siehst du sie? Ich konnte überhaupt nichts dagegen tun. Und sie hassten mich dafür. Auch meine Eltern, die sagten, ich solle gehen. Ich war die Hexe, die den Zeitregen brachte. Ein Monster, das in einen Käfig gehört. Ein paar wollten mich sogar verbrennen. Sehr engagierte Hexenjäger. Also machte ich mich auf den Weg. Ich war so lange allein. Voller Verzweiflung schrieb ich mich für ein UCA-Programm ein, um meine Bestimmung als Mutter zu finden. Hallo, Schatz. Du bist sicher. Aber selbst als ich schwanger war immer noch niemand bereit, mich aufzunehmen. Oh Gott! Tut mir leid. Nein, nein, nein! Nein, 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 nein! Du musst
Hier weg! Sofort! Nein, bitte! Na los, verschwinde hier! Niemand wollte etwas mit mir zu tun haben. Sie sahen nur eine Hexe. Zum Hassen und Fürchten. Bis zu diesem Tag. Es tut mir so leid. Hallo. Du bist Rainey, oder? Wer fragt das? Jemand, der dich gesucht hat. Dich und deine Kraft. Du suchst meine Kraft? Warum? Du bist ein Pharmakon. Schädliche Medizin, heilendes Gift. Die Perspektive zählt. Ich habe Arbeit für dich. Ich glaube, die Welt braucht dich. Ach ja? Es gibt Dinge, die nur du tun kannst. Nur ich? Wirklich? Wirklich. Ich bin Fragile. Und ich bin froh, dich kennenzulernen. Ich will helfen. Euch beiden. Ich werde euch schützen. Gemeinsam zeigen wir der Welt die Hoffnung deines Regens. Komm schon. Das Baby soll sich nicht erkälten. Na los. Wenn sie draußen ist, ist Rainey unablässig vom Zeitregen umgeben. Aber innerhalb eines 1,5 Meter Radius um sie herum ist eine andere Art Niederschlag zu beobachten. Wir nennen ihn Kernregen. Alles, was er berührt, nimmt einen früheren Zustand an. Anders gesagt, er hat die Kraft zu heilen und zu reparieren. Und wirkt den Folgen des Zeitregens entgegen. Leider sehen die Menschen nur den Zeitregen und nehmen nicht die bemerkenswerte Frau im Auge des Sturms wahr.
Noch kein Wachstum zu sehen? Ich müsste jeden Tag so weit sein. Wenn alles normal wäre, zumindest. Aber das Baby ist noch immer im 7. Monat. Sie hat das stilles Baby-Syndrom. Schon mal davon gehört? In Mexiko bin ich Preppern begegnet, die so etwas hatten. Es sind keine Einzelfälle. Es scheint überall zu passieren. Aber wer weiß, ob es ein Syndrom ist. Oder ein Symptom von etwas anderem. Kurz gesagt, der Fötus hört mit 7 Monaten auf zu wachsen. Allerdings stirbt er nicht, aber er bewegt sich nicht mehr, als stünde die Zeit für ihn still. Es wurden verschiedene Behandlungen probiert, auch Kaiserschnitte. Leider führt die Entnahme aus dem Mutterleib unweigerlich zum Tod. Es sind zwar nicht alle Schwangerschaften betroffen, aber es ist eine Mitursache für die ohnehin niedrige Geburtenrate. Die Initiative zum Schutz der genetischen Vielfalt kann das nicht kompensieren. Irgendeine Idee, was die Ursache ist? Man spekuliert, dass es an einem Ungleichgewicht im Strand selbst liegt. Euch wurde bestimmt schon mal erklärt, dass zahllose Einzelstrände existieren. Ein Multiversum aus Stränden sozusagen. Die alle von einem oberen Strand auf einer höheren Ebene regiert werden. Die Erweiterung des chiralen Netzwerks auf die gesamten UCA hat vielleicht ungewollt die Verbindung zu diesem Strand gestört. Zumindest denken sie das. Babyeinheiten waren ebenfalls 7 Monate alte Föten. Es ist also nicht abwegig, dass der Strand die Ungeborenen beeinflussen könnte. Ich habe zwar keine konkrete Antwort, kann aber bestätigen, dass der Plan zur Ausweitung des chiralen Netzwerks auf den australischen Kontinent, also weltweit, auch helfen soll, das Gleichgewicht des bereits erwähnten oberen Strands wiederherzustellen. Und dadurch könnten wir möglicherweise das Problem des stilles Baby-Syndroms lösen. Du hast diese schwere Lieferung den ganzen Weg von Westford Nord getragen? Du weißt dich in Szene zu setzen. Wir empfangen dich mit offenen Armen. Jetzt sind wir endlich mit dem chiralen Netzwerk verbunden. Das dürfte unsere Arbeit sehr erleichtern. Mit Hilfe deines Netzwerks sollten wir in der Lage sein, stärkere Maßnahmen zur Verteidigung gegen Kämpfer zu entwickeln. Die brauchen wir, denn die Brigands im Westen haben ihr Arsenal in den letzten Tagen rapide verbessert. Ganz ehrlich, dein Timing hätte nicht besser sein können. Dank dir können wir uns endlich auf unsere Forschung konzentrieren. Mit der zunehmenden Ausweitung des chiralen Netzwerks werden immer mehr Anomalien außerhalb seines Deckungsbereichs entdeckt. Dies hat die Brigands zu dem Schluss gebracht, dass das Netzwerk selbst für die Verschlechterung des Zustands der Welt verantwortlich ist. Deshalb sind sie auch gegen seine Ausweitung. Aber wir können uns nicht zurücklehnen und nichts tun. Wenn wir nicht versuchen, es besser zu machen, ist die Menschheit zum Aussterben verdammt. Die Teerströme spielen wieder verrückt. Ich muss wohl zurück an die Arbeit. Lass uns beide weitermachen. Ausgezeichnete Arbeit, Sam. Dank dir hat der größte Teil des westlichen Kontinents Zugang zu unseren Diensten. Jetzt wird es Zeit, nach Norden zu gehen und die Netzabdeckung weiter auszubauen. Es ist unerlässlich, dass du ganz Australien verbindest.
die Umgebung stabilisierst und die verbleibenden Anomalien beseitigst. Natürlich wird es Herausforderungen geben, aber ich weiß, dass du sie meistern kannst. Ich erwarte noch mehr Großartiges von dir. Sam, hier ist Tarman. Wir glauben endlich, den Standort dessen ermittelt zu haben, was die Teerströme ins Chaos gestürzt hat. Die Chiraliumwerte dort sind aber ziemlich hoch. Und du wirst sehr wahrscheinlich auf GDs stoßen. Ich frage nur ungern, aber würdest du für uns einmal nachsehen? Der Ort ist ganz in deiner Nähe. Ich habe dir die Koordinaten geschickt. Wir zählen auf dich, Sam. Schön langsam. Vorsicht! Was in aller Welt ist das hier?
Spur sind wir? Oh, die Geister der Toten sind nah. Vorsicht, Sam! Das ist gefährlich! Das sind keine Menschen. Unterschätze sie nicht. Das sind zu viele. Du schaffst die sicher nicht ganz allein. Aber vielleicht kannst du sie trennen. Einen nach dem anderen töten.
Sagte er Nirvana? Will er damit sagen, dass das eine Art Reich der Erleuchteten ist? Geht's dir gut? Das ist sie, oder? Das Mädchen von vorhin. Ich habe keine Ahnung, was gerade passiert ist, aber wir sollten sie zurück zur DHV Magellan bringen. Hm? Ganz sanft. Alles gut. Komm. Okay, Vorsicht, Vorsicht. Komm schon. Vorsicht. Komm runter. Du schaffst das. Komm schon. Danke. Das passiert offenbar, wenn sie Albträume hat. Manche sind im REM-Schlaf mit dem Strand verbunden, sodass eine enorme Menge Chiralium in ihre Körper fließen kann. Hey, wird dein Handgelenk wieder? Ja. Wir haben ihr Blut und ihre DNA getestet. Und nach Anzeichen von Verletzungen gesucht. Soweit wir das aus medizinischer Sicht sagen können, ist sie bei bester Gesundheit. Das macht aber die Chrysalis, in der wir sie fanden, nicht weniger bedenklich. Geschweige denn die teerartige Flüssigkeit, die herausfloss. Es wird beides noch analysiert. Und da ist noch was. Du meinst die Saugnäpfe? Richtig. Aber so würde ich sie nicht nennen. Sie ähneln eher einem chiralen Ausschlag, glaube ich.
Du weißt doch, dass Chirallergien manchmal Gänsehaut auslösen? So ähnlich. Nur deutlich schlimmer. Das teerartige Sekret kann den Verlauf der Zeit bei Kontakt offenbar beschleunigen. Wir vermuten auch, dass sie Dooms hat. Und dass sie, wenn sie schwebt, die Albträume hat, die für die Erkrankten typisch sind. Dieser Ort oder dieses Reich, aus dem sie hergekommen ist. Der Kerl, den wir sahen, nannte es Nirvana, glaube ich. Aber mir kam es wie das Land der Toten vor. Trotzdem, sie ist ein lebender Mensch. Und ich glaube, sie wurde dort geboren. Als sich alles beruhigt hatte, habe ich mich mit ihr unterhalten. Oder es versucht. Sie stand noch unter Schock, was die Kommunikation erschwert hat. Hat sie gesagt, wie sie heißt? Sie hat wohl keinen Namen. Soweit ich verstanden habe. Also habe ich ihr eingegeben. Tomorrow. Tomorrow. Sam, indem du die verschiedenen Standorte weiter im Norden verbindest, kannst du letztendlich eine Verbindung zu Hartmans Einrichtung herstellen. Kurz gesagt ist jetzt der nördliche Teil des Kontinents dran. Bring dafür zuerst das Verteilerzentrum F2 Süd ans Netz. Einige Mitarbeiter dort sind ehemalige Bewohner von Cape Fort Knot, die aus der Stadt fliehen konnten, bevor sie vom Teer verschluckt wurde. Neben der Überwachung der Verteilungsoperationen beschützen sie die Anlage auch vor Angreifern. Leider ist die lokale chirale Kontamination extrem hoch, was zu beunruhigenden Berichten über paranormale Phänomene in der Nähe der Einrichtung führt. Die Fracht, die du liefern sollst, wird dem Personal bei der Lösung des Problems helfen. Nimm den Hauptauftrag an diesem Terminal an, um fortzufahren. Oder? Ja? Du scheinst der Richtige zu sein. Willkommen. Ich hoffe, der Weg war okay. Endlich sind wir angeschlossen. Und du hast uns auch diese Nikobioten mitgebracht. Wir haben wohl endlich die Kurve gekriegt. Wir haben unsererseits Daten für Fahrzeugkomponenten und robuste Kampfstiefel zur Verfügung gestellt. Ich bin sicher, dass vor allem die Fahrzeugteile im Kampf und bei der Frachtbeschaffung nützlich sein werden. Du wirst jede Hilfe brauchen, die du kriegen kannst, denn die Waffennarren, die im Osten auf dich warten, sind weitaus gefährlichere Gegner als die Brigands. Ein Haufen Idioten, die nicht zögern, Menschen zu töten. Und tödliche Waffen haben sie genug, auch wenn ich keinen Schimmer habe, woher sie die haben. Bereite dich gut vor, bevor du dorthin gehst. Danke nochmal. Ein Glück, dass wir dich haben. Mit deiner Hilfe können wir noch viel mehr für alle anderen tun. Bleib stark und mach weiter so, Sam. Wir stehen das zusammen durch. Sam, du bist der Beste. Jetzt kehr aber zur DHV Magellan zurück und gönn dir eine Pause. Und ach ja, Tomorrow geht es auch schon viel besser. Statte ihr mal einen Besuch ab, okay? Komm schon. Tomorrow. Tut mir leid. Du musst an Bord bleiben. Es ist zu gefährlich, allein rauszugehen. Und du müsstest deine Schuhe anziehen. Schau mal, Tomorrow.
Sie sind noch nicht ganz reif, aber ich glaube, sie... Ist schon okay, Tomorrow. Wirklich. Für dich. Hey Sam, wir möchten gerne etwas mit dir besprechen. Kommst du bitte kurz auf die Brücke? Ihr seid hier. Ihr habt beide ein Mitspracherecht. Hört mal. Das Mädchen. Tomorrow. Dort haben wir sie aufgegabelt. Wir messen noch immer Teerfallaktivität, also ist da vielleicht ein Durchgang nach drüben. Vielleicht könnte sie so noch zurück nach Hause. Sie soll zurück in dieses Drecksloch? Wenn dort ihre Familie ist, gehört sie dahin. Das soll wohl ein Scherz sein. Das ist nicht ihre Welt. Sie ist keine von uns. Diese Chrysalis, in der wir sie fanden, sie war gefüllt mit einer Flüssigkeit mit Aminosäuren. In ihrer Struktur identisch mit jenen im Teer. Moment mal, es gibt Aminosäuren im Teer? Also Proteine? Natürlich. Wie sonst hätten daraus Chiralkreaturen entstehen können. Oder genauer gesagt, daraus geboren. Manche vertreten sogar die Theorie, der Teer wäre eine Art von Ursuppe. Moment. Soll das heißen, Tomorrow ist eine Chiralkreatur? Nein, gar nicht. Laut DNA und Zellstruktur ist sie eindeutig menschlich. Die Welt, in der wir sie fanden, war voller Toter. Fast wie eine Art Strand. Aber Tomorrow selbst lebt. Sie ist ein lebendiges Wesen. Wir sollten hier nach ihr schauen. Frauen, Kinder und Schwache waren schon immer leichte Ziele. Bei jedem Konflikt oder Unglück leiden wir immer als Erste. Aber selbst wenn ihre Welt so trostlos ist, wie du meinst, ist sie dort vielleicht glücklicher. Mit der Familie und den Freunden, die sie kennt und liebt. Freunde und Familie sind keine Garantie für Glück. Überhaupt nicht. Ich weiß, was du denkst. Aber sie sollte bei uns bleiben. Sam. Ich war dort, bei ihr. Im Drecksloch. Sie kann nicht zurück. Okay. Als Ranghöchste entscheide ich. Sie bleibt. Zumindest bis sich die Lage beruhigt hat. Verstanden? Dazu kommt noch, dass sie nicht einmal eine einzige Schutzimpfung erhalten zu haben scheint. Also hatte ich mich dazu entschieden, ihr die Charge, die Deadman für Lou übrig gelassen hatte, zu verabreichen. Sie ist jetzt also gegen fast alles immun. Deshalb musst du dir in dieser Hinsicht keine Sorgen machen. Trotzdem ist sie eine Fremde in einer ungewohnten Welt. Und ich glaube nicht, dass sie da draußen überleben kann. Zumindest nicht allein. Bitte, Sam. Finde Tomorrow für uns. Und nimm auf jeden Fall eine Waffe mit. Nur zur Sicherheit.
diese Mechs loswerden. Danke. Ich konnte sonst nirgendwo hin. Hast du den Rückweg gesucht? Du hast sicher Freunde und Familie dort, die auf deine Rückkehr warten. Ich weiß es nicht. Niemand ist mehr dort. Für Leben ist kein Platz in dieser Welt. Sag mir, bin ich wirklich am Leben? Na klar. Natürlich, ja? Willst du bei uns auf der DHV Magellan bleiben? Aber ich habe gesehen, wie alle wegen mir gestritten haben. Ja, tut mir leid. Das alles war nicht deine Schuld. Wir sorgen uns nur um dich. Moment. Ich glaube, ich hatte nie eine Familie. Hast du denn eine? Nein.
Nicht mehr. Fehlt sie dir? Ja. Also, kann ich auf dem Schiff bleiben? Danke. Du hast wahrlich eine Gabe, Tomorrow. Sie ist nützlich. Deshalb musst du lernen, wie du sie einsetzen kannst. Willst du uns helfen? Du kannst hierbleiben, solange du willst. Das hier ist für dich. Solange du es hast, finden wir dich. Egal, wo du bist. Das ist Drawbridge. Unsere kleine Familie. Komm, gehen wir rein. In letzter Zeit beschäftigt mich etwas. Auf der Suche nach Tomorrow bist du einigen mysteriösen mechanisierten Angreifern begegnet, oder? Ich habe ihre Daten mit denen des gigantischen Mechs abgeglichen, den Higgs herbeigerufen hat, und bin zu dem Schluss gekommen, dass all diesen Einheiten die gleiche Technologie zugrunde liegt. Weder verfügen sie über Fernbedienungsmodule, noch sind sie in der Lage, autonom zu funktionieren. Anders gesagt, es sind keine Roboter. Verdammten Dinge haben nicht mal einen Antrieb oder Kern. Die sind fast wie Marionetten ohne Fäden. Sie brauchen auch keine chirale Netzabdeckung, um zu funktionieren. Auch wenn ich keinen Schimmer habe, wie das möglich ist. Es kommt einem vor, als würden die Maschinen von Geistern angetrieben. Man könnte sie auch Geistermechs nennen. Wir können sicher davon ausgehen, dass das nicht die einzigen waren. So viel dazu. Als nächstes wirst du von Bord gehen, um Hartmans Forschungseinrichtung anzuschließen. Das ist Tarmans Sohn. Er muss das Foto zum Aufbewahren hier reingelegt haben. Das ist ein wichtiges Andenken. Warum bringen wir es nicht zu ihm? Das Bild war in deinem Buch. Ist das dein Sohn? Danke. Ja. Er ist immer noch da draußen, von den Strömen getragen. Mit meiner rechten Hand. Dank meiner Verbindung zu diesem fehlenden Teil kann ich die Bewegungen des Teers lesen. So etwas wie ein Phantomschmerz. Willst du die Geschichte hören? Klar. Ich war sowohl Arzt als auch Geophysikforscher vor sehr langer Zeit. Damals
waren die Teerströme mein Spezialgebiet. Das Schiff wurde ursprünglich gebaut, um meine Forschung zu erleichtern. Tja. Die Deep Tar Hunting Vessel Magellan, so nannten wir sie. Ein Schiff perfekt geeignet, um Jagd auf die Kreaturen in den Tiefen des Teers zu machen. Noch ein Mittel der Forschung, sozusagen. Wir nannten sie Chiralsäugetiere. Was Besseres fiel uns nicht ein. Es schien am besten zu passen. Wir dachten, wenn wir eins fanden, könnten wir alle Mysterien entschlüsseln. Den Teer, Gezeiten oder sogar die Strandung. Wow, die ist echt groß. Sichere dich bitte! Der Teer sieht ruhig aus. Alles gut, Papst. Siehst du das? Sie ist wohl schwanger. Hey, Papst, das ist schräg. Sturm! Ich hab dich! Ich hab dich! Und so kam es, dass der Teer meinen Jungen nahm und meine Hand dazu. Zuerst dachte ich, das kleine Ding sei mein wiedergeborener Sohn. Wenn ich was fragen darf. Die Jäger, die dich nach dem Fang des Chiralsäugetiers angriffen, bist du sicher, sie kamen aus dem Leib der Kreatur? Ja, allerdings glaube ich nicht, dass die Jäger ihre Sprösslinge waren. Der Leib diente lediglich als Portal zur anderen Seite. In der Tat. Der Teer und der Strand sind verbunden.
Bitte hineingehen. Defibrillation. Abstand halten. Referenzraum für oberen Strand bestätigt. US-Koordinaten sind L 47,37, B plus 6,32. Hartman. Ah. Du siehst gut aus, Sam. Schön, dass du hier bist. Oh. Ist lange her. Läuft die Pumpe noch? Dank dieser Stützeinheit kann ich umkippen. Jederzeit. Überall. Ohne Sorgen. Und ein Bett brauche ich auch nicht mehr. Ich kann schlafen. Im Stehen. Nicht schlecht, was? Du suchst sie immer noch. Ja. Sie sind der Hauptgrund, warum ich hergekommen bin. Alles okay? Ich hab's meinem Herzen nicht leicht gemacht. Man könnte sagen, dass mir das Herz bricht. Aber das ist nichts für eine Karte des Strandes. Und jetzt, da meine Arbeit hier fertig ist, kann ich euch alle begleiten. Oh, wir nutzten das Kartierungsprogramm am Strand, um die beste Strategie für die Verknüpfung Australiens zu finden. Kurz vorm Tod überquerte ich den Strand und übermittelte Positionsdaten an APES, um eine Datenbank anzulegen. Oh, APES war mein Partner, verstehst du? Ich habe außerdem Wasserproben von den Stränden, die ich besucht habe, gesammelt. Ich deponierte sie in der Form meiner eigenen Tränen. Offenbar zirkuliert das Wasser zwischen ihnen und der Welt der Lebenden. Um das Phänomen zu verstehen, brauchten wir die Proben. Davon höre ich zum ersten Mal. Das ist doch überhaupt nicht dein Gebiet. Oh, ist es nicht. Ist es nicht. Ich habe die Proben für einen Kollaborateur gesammelt. Dadurch habe ich mein Herz stärker belastet. Aber das ist kein Grund zur Sorge. Wohl oder übel, irgendwann machen alle Herzen schlapp. Und bist du okay? Alles klar da drin? Ist das alles, was du brauchst? Ja. Alles, was ich brauche, ist Joan auf der DHV Magellan. Das ist meine Versicherung. Gut. Gehen wir zur DHV Magellan.
Sam, du hast noch gefehlt. Da jetzt alle da sind, lasst uns beginnen. Neuerdings erhielt ich einige wirre Mails, deren Absender eine Person ist, die ich kenne. Ich selbst. Und Fragile hat auch so ähnliche Nachrichten erhalten wie ich. Habe ich recht? Ja, ich erhielt ein paar über Lus Akten. Ich muss wohl nicht extra sagen, dass sie nicht wirklich von mir stammen. Es ist wirklich sehr verstörend, mein Herz fing an zu klopfen. Und eine sehr beunruhigende Mail empfing ich erst vor kurzem. Im Anhang fand ich sehr sensible UCA-Dokumente zu BBs und Chirala-Kommunikationstechnologie. Inklusive geheimer Dokumente zu den BBs, die geopfert wurden als Grundlage für das Chirale-Netzwerk. Diese bemerkenswerten Kinder waren der wichtigste Katalysator, um durchs Netzwerk unsere Daten zu transportieren. Sie dienten als Brücke zwischen dem Strand und unserer Welt. Daher der Beiname Bridge Baby. Sie dienten ursprünglich eigentlich nur zur Aufrechterhaltung des chiralen Netzwerks. Wir können diskutieren, warum ich diese speziellen Aufzeichnungen besitze, aber zuvor kann ich dir sagen, wie Bridge Babies entwickelt wurden, und zwar im Detail. Forschungen begannen, nachdem der gestrandete Tod erstmals entdeckt wurde. Der auslösende Vorfall ereignete sich während eines Kaiserschnitts zur Rettung des Kindes einer hirntoten Mutter. Aber vielleicht sollte den Rest jemand erklären, der sich an diese Zeit erinnert. Wenn du so nett wärst. Ich bin kein Experte, aber wenn du willst. Als die Geburtshelferin den Fötus berührte, sah sie angeblich den Strand. Nachforschungen ergaben, dass die ungeborenen Kinder von Todmüttern eine Verbindung zu diesem Ort hatten. Zwar wurde die Kommunikation mit Hilfe des Strandes theorisiert, aber sie war unvollständig. Diese Kinder erwiesen sich als der Schlüssel. Die Entwicklung des chiralen Netzwerks begann im Anschluss. So heißt es. Halt, ich habe eine Frage. Aber bitte. Was war, als ich Mexiko ins Netz gebracht habe? Oder meine Arbeit in Australien? Habe ich die ganze Zeit Kinder verurteilt? Keine Sorge, Sam. Das neue Cupid-Modell braucht keinen menschlichen Katalysator. Da kannst du dir sicher sein. Bridget war Präsidentin, als all das begann. Und sie erlaubte nicht, dass Frauen absichtlich hirntot gemacht werden für die Produktion von BBs. Doch die Bridges-Forscher blieben unbeirrt. Und sie setzten ihren Plan fort, obwohl die Präsidentin Vorbehalte hatte. Für die Testsubjekte ließ Bridges offenbar schwangere Frauen ins Land schmuggeln, aus Mexiko und von anderen Orten. Dementsprechend war es möglich, die BBs zu produzieren, um das chirale Netzwerk aufzubauen. Und vor 4 Jahren brach eine Bridges-Expedition zur ersten Reise auf. Das hier erhielt ich über die Opfer-BBs. Einschließlich Backups waren insgesamt 10 Einheiten bereit zur Integration. Doch nur 9 davon dienten als Fundament für das Nordamerika-Netzwerk. Ich versuchte, den Verbleib des 10. zu bestimmen, ohne Erfolg. Doch als Drawbridge sollten wir eine höhere Freigabe haben als meine persönliche. Nur zur Sicherheit, würdest du bitte eine Suche starten? Wie Deadman herausfand, gab es ein weiteres BB-28, das vor Lou existierte und ausgemustert wurde. Fragile entdeckte später, dass vor 4 Jahren Lou die Seriennummer von BB-28 bekam und aus unbekanntem Grund eingelagert wurde. Also, die erste Expedition brach auch vor 4 Jahren auf. Und die hätte sicherlich eine weitere BB-Einheit gebrauchen können. Doch erneut, aus unbekanntem Grund, blieb Lou weiter im Lager. Gab es also andere Pläne für Lou? War Lou vielleicht nicht als Opfer geeignet? Oder hatte Lous Ausschluss von der Mission einen anderen Grund? Und zwar?
Herzstillstand steht bevor. 30 Sekunden verbleiben. Hier ist nichts zu finden. Laut offiziellen Angaben wurde BB-28 außer Dienst gestellt. Das war's. Und nichts deutet auf eine Verbindung hin zwischen dem vermissten BB und Lou. Trotzdem, wir wissen genau, dass es an den ersten BB-Experimenten beteiligt war. Also müssen wir uns fragen, war Lou auch beteiligt? 3, 2, 1. Sam, hier ist Charlie. Wir haben noch einen Auftrag für dich. Was für eine Fracht. Ich muss sie reinschmuggeln. Wer war das denn? Dein oberstes Ziel ist, den Pizzabäcker online zu bringen. Und wie es der Zufall will, wird die von ihm angeforderte Fracht genau in dieser Einrichtung gelagert. Aufgrund ihrer Hitzeempfindlichkeit gilt sie als Kühlgutlieferung. Du solltest sie also nachts oder bei Regen transportieren. Oder das abgedeckte Frachtgestell eines Pickup-Geländewagens nutzen, das dafür sorgt, dass die Ladung nicht direkt der Sonne ausgesetzt ist. Führ den Hauptauftrag an diesem Lieferterminal aus, wenn du bereit bist. Sollen wir reingehen? Sei aber bitte vorsichtig. Na los, bring das hinter uns. Aha. Schau mal, Sam, da drüben ist eine Tür. Nichts ist mir so wichtig wie meine geliebte Pizza. Pizza! Wenn du der Pizza keinen Respekt zollst, dann hast du dein Leben verwirkt. Wahnsinn. Du bist wohl Sam.
Ich möchte dir gern etwas geben. Dauert einen Moment. Bitte warte kurz bei dem Lieferterminal oben. Sam. Was war das denn? Kampfsport? Eine Form von Karate, die ich während meiner Arbeit entwickelt habe. Karate? Pizza-Do Akrobatik-Karate, um genau zu sein. Lass mich dich etwas fragen, Sam. Was ist deiner Meinung nach der allerwichtigste Faktor, um seinen Kunden eine gute Pizza zu bieten? Ich weiß nicht. Die Zubereitung? Oder Gewürze? Ah, es ist der Lieferbote. Ohne ihn gäbe es die Tradition der Pizzalieferdienste überhaupt nicht. Ich plane, meine Pizzeria wieder aufzubauen. Für die neue Welt und die Menschen, die ernährt werden müssen. Hilf mir, das Ziel zu erreichen. Und dabei, dass in meinem Namen keine Waffen mehr geliefert werden. Komm bald wieder. Fragile? Was ist morgen? Wo ich herkomme, gab es sowas nicht. Ich verstehe nicht, was es heißt. Weißt du, was mit den Knospen passiert? Sie werden zu Blüten. Innerhalb eines Tages verändern sie sich. Lebendige Dinge verändern sich eben. Sie können nicht für immer gleich bleiben. Aber wo ich herkomme, hat sich nichts geändert. Heißt das, ich bin nicht lebendig? Hör zu. Du bist lebendig. Die Person, die du gestern warst, unterscheidet sich von der heute und von der morgen. Du änderst dich. So ist das Leben. Sich verändern und den Wandel annehmen. Sich verwandeln. Wird so mein Morgen aussehen? Das Gestern wird zum Heute. Das wiederum zum Morgen wird. Alles ist verbunden. Wohl oder übel. Der Tod ist nicht das Ende. Der Tod ist nicht das Ende. Willkommen, Sam. Ruh dich erst mal aus. Okay. Gute Nacht.
Tschüss, Sam. Was soll das? Wir kommen in Frieden. Ist schon gut. Sie wollen uns nichts tun. Du bist sicher Sam. Danke. War sicher nicht leicht herzukommen. Man nennt mich die Ärztin. Meine Schwestern und ich lassen sonst keine Männer rein, aber Patienten sind die Ausnahme. Du hast offensichtlich viel durchgemacht. Für dieses Kind. Nicht wahr? Darf ich, Sam? Ja. Oh, das sind Chiralhände. Dein Baby ist angestorben. Du hast Dooms, nehme ich an. Ja. Und damit eine seltene Gabe. Ich kann ein Baby aus dem Schoß einer Todmutter entfernen. Und das ohne invasive Chirurgie. Und es anschließend in eine Kapsel legen. Mit minimalem Stress für den Fötus. Und das ohne irgendwelche Werkzeuge? Du bist eine übersinnliche Chirurgin? Übersinnliche Hebamme, so nennt man mich. Damals bei Bridges habe ich mit diesen Techniken Babys aus ihren Müttern entfernt. Sam, womöglich leidest du unter einer hartnäckigen, komplexen Trauerstörung. Sollte ich deshalb kommen? Weil ich gestört bin? Sam, wir sind die Mütterhilfe. Die was seid ihr? Dieser Bunker ist eine Zuflucht für Mütter. Frauen und Kinder kommen her, weil es sicher ist. Und weil ich hier stille Babys untersuchen kann. Ich lege den Fötus in eine Kapsel und mache ein, wie ich es nenne, transponiertes Screening. Und deshalb nennt man dich die Ärztin. Das heißt, deine Technik hilft gegen das stilles Baby-Syndrom? Eine Babykapsel funktioniert im Grunde wie ein Inkubator. Und ich wollte unbedingt unsere ungeborenen Kinder zur Welt bringen. Also dachte ich, ich gebe diesem Kleinen eine Chance. Stilles Baby oder nicht. Ich wusste, ich kann einen Fötus außerhalb der Mutter zur Reife bringen. Also legte ich ihn in eine Kapsel. Und kurz darauf begann sein Herz zu schlagen. Und dann, nach 3 Minuten, hörte es auf.
Ich wollte ihn schnell zurück in den Mutterleib bringen, aber es war zu spät. Das stille Baby war nicht mehr lebensfähig. Es tut mir leid, Caesar. Mit der Zeit wollte ich die Kapseltechnik verbessern für Frauen und ihre Kinder. Aber Behandlung und Lebensverlängerung sind unmöglich. Ich konnte bloß zusehen. Trotzdem hat es sich rumgesprochen und immer mehr Mütter kamen auf der Suche nach Hilfe. Doch leider kamen bald darauf auch Männer hierher. Männer, die Frauen wollten. Was sollte ich tun? Ich konnte nur Babys zur Welt bringen. Und sonst nichts. Zum Glück hatte ich starke Frauen um mich. Mütter, die bereit waren zu kämpfen, um uns alle zu beschützen. Aber als wir beschlossen haben, uns zu wehren, spornte das die Männer nur noch mehr an. Wenn wir uns nicht wehren, versklaven sie uns. Wir können und werden die Waffen nicht niederlegen, bis wir in Sicherheit sind. Wo habt ihr das alles her? Die Waffenfabrik produziert sie quasi nonstop. Deshalb haben alle Leute hier das neueste Spielzeug. Wir haben noch mehr von dem neuen Zeug unten in der Waffenkammer. Sam, wir möchten, dass du der Produktion ein Ende setzt. Der Waffenfluss muss aufhören. Halt sie auf. Bitte. Bitte. Bevor wir etwas machen, müssen wir wissen, wo diese Fabrik genau ist. Gehen wir zurück zur DHV Magellan, Sam. Sam, warte. Ja. So. Schon besser. Warte, Sam. Ich glaube, wir sind hier draußen nicht allein.
Okay, wir sind da. Hacke dich mit deinem Ring-Terminal-Erweiterungsgerät ins Fabrikator-Terminal. Okay, die Fabrikatoren sind erledigt. Und die nötigen Daten haben wir ebenfalls extrahiert. Hauen wir ab und kehren wir zur DHV Magellan zurück. Und denk dran, das Ring-Terminal-Erweiterungsgerät mitzubringen. Keine Angst. Seit wann machst du dir die Hände schmutzig? Let that yawn out. There's no pretending. I will hold you and protect you. So let love warm you till the morning. Hey Kumpel, hab ich dir gefehlt? Kein Stück. Ja, ich dachte mir, dass du hier mal vorbeikommst. Schließlich habe ich mit den Produkten dieser feinen Fabrik den gesamten Kontinent eingedeckt. Mit Waffen und Gewalt kann einem die ganze Welt gehören. So wie es immer war. Oh. Offenbar hast du beschlossen, diesmal das Seil gegen einen Stock einzutauschen. Tja, ich schätze, selbst ein Bote muss ab und zu mal den Abzug drücken. Oh, was ist mit dir? Hey, Kumpel, bist du auch nur eine seelenlose Hülle, was? Lass mich los! Oh. Mieser Gitarrist, wo ist der Rest deiner Band? Was sagt man dazu? Warst du es, Hicks? Ha? Hast du Lou getötet? Du weißt es immer noch nicht. Der gute Sam tappt im Dunkeln. Bei einfach allem. Was weißt du über mein Kind? Wenn du Antworten willst, musst du sie selbst finden. Aber wenn du welche findest, wird der Schmerz in dir bloß noch schlimmer. Ich muss zugeben, ich bin kein Fan dieses schicken Schiffs, das deine Freunde da haben. Also, bevor sie kommen, wie wär's mit einer Kostprobe dieser Qual? Hm? Ganz speziell nur für dich. Eins dieser Seile, wie du sie magst. Das hier, mein Gedärm, wird mit der Zeit immer enger und irgendwann reißt es dir den Kopf runter. Aber du bist ein Wiederkehrer. Das heißt, du kommst einfach zurück. Nur damit meine Jungs hier ihr Ding immer und immer wieder durchziehen. Also wirst du einfach immer weiter sterben, bis in alle Ewigkeit. Sam! Sam! Ja.
Wirklich schade, dass du nicht tot bleibst. Aber hey, dich einfach endlos leiden zu lassen, auch nicht übel. Also los, lass den glorreichen Game-Over-Loop beginnen. Was zum... Okay, Rutschov. Lass uns zusammen tanzen, ja? Scheißkerl ist wie ich. Sorry, Sam. Wir amüsieren uns ein andermal. Hey! Wer zur Hölle bist du? Gut, dass wir Hicks Beteiligung bestätigen konnten. Auch wenn ich noch nicht verstehe, wie er vom Strand entkommen ist. Die Truppen der Geister-Mechs stehen unter seiner Kontrolle. Und Hicks ist entschlossen, Waffen in jeden Teil Australiens zu bringen. Die Informationen, die wir von dem Gerät haben, das du uns gebracht hast, bestätigen das. Wir wissen jetzt sicher, dass die Waffen in dieser Region zu dieser Fabrik zurückverfolgt werden können. Aber wir haben noch mehr ermittelt. Wir haben auch einen neuen Fabrikator-Typ entdeckt. Einen, den es in der Waffenfabrik nicht gab. Es ist unklar, wo sie verwendet werden oder was sie produzieren. Aber das bedeutet, dass es wohl noch eine Fabrik dort draußen gibt. Wir kümmern uns darum. Tolle Arbeit, Sam. Diese Fabrik wird ganz bestimmt nie wieder Waffen produzieren können. Dieses Wissen wird die Mütterhilfe etwas ruhiger schlafen lassen. Hicks bleibt jedoch ein Problem. Es ist in der Tat durchaus möglich, dass er irgendwo auf diesem Kontinent noch eine Fabrik hat. Offenbar müssen wir in den kommenden Tagen und Wochen mit größerer Vorsicht vorgehen. Die Verbesserung der Magellan sollte ebenfalls erwogen werden. Und du, Sam, du musst nur das Netzwerk weiter ausbauen. Kehre erstmal in deinen privaten Raum zurück und ruh dich aus, Sam. Du hast heute wirklich etwas erreicht. Das schon wieder?
Sieht nach schönem Wetter aus. Möge die Sonne morgen scheinen. Ein japanisches Spiel zur Wettervorhersage. Ist aus meiner Kindheit. Das heißt Regen, Wolken und Sonne. Ein Glücksbringer gegen böse Geister. Damit Tomorrow sicher ist. Hoffentlich stimmt's. Aber regnet es nicht immer, wenn du nach draußen gehst? Ja. Aber tief in meinem Herzen ist es hell und sonnig. Immer. Okay, du bist. Okay. Los geht's. Ashtaten Kininare. So, jetzt wird es sonnig. Tschüss, Sam. Tschüss. Na egal. Sein Name ist Neil. Neil Werner. Neil Werner? Ha! Und ich dachte, er sagte Nirvana. Ich habe wohl noch Teer in den Ohren. Offenbar gehörte der Ausweis, den du mitgebracht hast, dem Mann. Charlie half mir mit den Details. Der Ausweis wurde vor Jahren von Bridges ausgestellt, als das chirale Netzwerk noch in Entwicklung war. Aufzeichnungen bestätigen, dass Werner schon lange tot ist. Also gehört er zu Bridges? Nein, sieht nicht danach aus. Werner war ein Bote, der für Bridges Jobs mit speziellen Anforderungen erledigen sollte. Wie ihr alle, litt er an Dooms und nutzte seine Fähigkeiten. Ein erstklassiger Bote, wie man hört. War an der Grenze zu Mexiko. Hat allerlei Nützliches geliefert. Angeblich Ressourcen und medizinische Vorräte. Aber tatsächlich transportierte er Drogen und andere verbotene Waren. Also war er ein Schmuggler. Werners Ausweis diente als Schlüssel zu einigen Sicherheitsanlagen von Bridges, aber natürlich nur zu bestimmten. Und zwar zu jenen, die den Bibi-Experimenten dienten und anderen medizinischen Einrichtungen. Ich glaube, der Ort deiner Therapiesitzungen gehörte dazu. Aber alles in diesem Gebiet wurde vor 11 Jahren bei einem Leeresturz vernichtet, dem, in dem Neil Werner starb. Und dem du, Sam, als einziger lebend entkommen konntest. Davor warst du durch die Therapiesitzungen doch regelmäßig vor Ort, oder? Aufzeichnungen belegen, dass Werner oft in derselben Einrichtung war. Es kann gut sein, dass ihr euch schon einmal begegnet seid. Erinnerst du dich an ihn? Das wundert mich nicht. Da waren jeden Tag jede Menge Leute unterwegs. Die könnte sich niemand merken.
Sorry. Hey Sam, lange nicht gesehen. Ich bin's, dein Kumpel Deadman. Deadman. Sorry, wenn ich dich erschreckt habe. Während Hartman sich seinen Nahtoderfahrungen widmet, leih ich mir seinen Körper aus. Meine Seele ist sonst an den Strand gebunden. Aber für 3 Minuten bin ich jetzt hier. Wie ist das möglich? Weil er mein Herz hat. Du willst mir sagen, dass... Mein Abschiedsgeschenk an Hartman. Ja. Auf seinen Wunsch hin vermachte ich es ihm, bevor ich zu meiner Reise zum Strand aufbrach. Er hatte so viel Stress erlebt, dass sein schwach geworden war. Und falls es versagt, wäre meines die perfekte Absicherung. Aber wie du siehst, hängt er wohl mittlerweile äußerst stark an meinem Herzen. Den Finger nie sehr weit von dem sprichwörtlichen Einschalter. Und deshalb übernahm ich die Kontrolle über seinen Körper. Komm her! Schön, dich zu sehen, Sam. Ich sagte in Mexiko, jemand hätte Daten von BB-28 gefälscht. Doch in Wahrheit war ich das selbst. Ich wollte nur keine Spur hinterlassen von einem zweiten BB-28 oder von Lou. Ich wollte, dass ihr frei seid, euer Leben leben könnt, unbeschwert von Vergangenem. Doch dann, kam es anders, nicht wahr? Du verlorst Lou und brauchtest Antworten, um es zu verstehen. 30 Sekunden verbleiben. Also beschloss ich, vom Strand aus auf die Netzwerkserver zuzugreifen. Die Sicherheitsvorkehrungen sind dort weniger streng wie hier, weißt du. Das warst du. Ganz genau. Ich war derjenige, der die Informationen zu Lous Vergangenheit besorgte. Euer Hartman war nämlich die ganze Zeit. 2, 1. Defibrillation. Abstand halten. Sam. Was ist denn los? Und wo sind wir? Sam. Der arme Hartman ist verständlicherweise verwirrt. Wir brauchen einen Moment allein. Dann erkläre ich ihm alles. Oh, okay. Also, ich habe Hartman über die Situation informiert. Es ist ähnlich wie meine Erfahrung. Eine Seele gelangt in eine Puppe,
und agiert dann als Puppenspieler. Der K kann in jedem Gefäß wohnen, zu dem man eine außergewöhnlich starke Bindung hat. Menschliches Haar oder lebloses Objekt, es spielt keine Rolle. Blöde Katze. Gemäß unserer letzten Einschätzung wissen wir, wo sich die Geisterback-Basis befindet. Wenn du bereit bist, greif auf das Lieferterminal der DHV Magellan zu und nimm diesen Hauptauftrag an. Du trägst meinen Schal. Du hast sein Gesicht auch gesehen, oder? Das war er, Neil Werner, ganz sicher. Das war niemals deine Erinnerung. War es etwa ein Gedanke von Lou? Da, aus der Kapsel? Moment, Lou bekam die Seriennummer BB28 vor 4 Jahren. Doch Werner starb beim Leere-Sturz vor 11 Jahren. Das passt doch nicht. Heißt das, wir haben seine Erinnerung gesehen? Er und Lou sind verbunden. Aber wie? Gefühl dabei. Als ob da etwas ziemlich Großes auf uns wartet. Bleib wachsam und agiere mit Vorsicht.
War das der letzte von ihnen? Gut. Alle Geister-Mechs und Fabrikatoren wurden zerstört. Jetzt musst du nur noch das Ringterminal-Erweiterungsgerät mit den extrahierten Daten zurück zur DHV Magellan bringen und es einreichen. Unsere Analyse der Daten, die du uns beschafft hast, zeigt detaillierte Aufzeichnungen über Lieferungen zur Fabrik. Die Materialien zur Herstellung der Geister-Mechs und die Routen zum Transport besagter Materialien scheinen die gleichen zu sein, die auch APEC benutzt. Das deutet darauf hin, dass APEC an der Produktion der Mechs beteiligt war. Moment, könnte das heißen, dass Higgs und APEC zusammenarbeiten? Passen wir beim Präsidenten auf, was wir sagen. Wir müssen bei unseren weiteren Ermittlungen vorsichtig sein. Wenn APEC und der Präsident wirklich mit diesen Aktivitäten zu tun haben, ist die Sicherheit all unserer Operationen nicht mehr gewährleistet. Und noch etwas, Sam. Ein paar der empfangenen Daten betrafen Geister-Mechs mit Raketenwerfern. Mir ist klar, dass du diesem Typ in der Fabrik nicht begegnet bist. Doch möglicherweise hat Higgs sie bereits anderswo eingesetzt. Wir müssen dringend Gegenmaßnahmen für die DHV Magellan vorbereiten. In South Fort Knott, gleich hinter diesem Berg, lebt ein Spezialist, der uns dabei helfen könnte. F6 ins Netzwerk aufzunehmen, ist ohnehin unser Ziel. Vorerst bereiten wir uns darauf vor, uns eine Kooperation zu sichern. Geh du erst mal in deinen privaten Raum und versuch dich etwas auszuruhen, bevor der nächste Auftrag bereit ist. Und Sam, gute Arbeit. Sam. Ja. Danke. Guten Morgen, Sam. Die DHV Magellan ruht derzeit beim Bunker der Mütterhilfe. Vor kurzem kam eine Eskorte an, um Rainey hineinzubringen. Die Ärztin hat auch deine Anwesenheit erbeten. Begib dich dorthin, wenn du bereit bist. Schließ deine Augen. Keine Sorge. Du kannst mir vertrauen. Ein gesundes kleines Mädchen. Hi. Sie ist wunderschön. Ja, das ist sie.
Wir nähern uns 3 Minuten. Jemand muss nach Hause. Okay. Sind das Wellen? Ja, sind es. Deine Gebärmutter ist mit einem Strand verbunden. Jetzt öffne deine Augen. Rainey, das Kind in deinem Inneren ist nicht tot. Nur die Zeit in deinem Bauch steht still. Deine Tochter und ihre Mutter sind komplett gesund. Aber es gibt noch keine Behandlung, oder? Wenn das Gleichgewicht zwischen unserer Welt und dem Strand wiederhergestellt ist, wirst du entbinden. Es gibt keinen Grund zur Sorge. Na komm. Alles zu seiner Zeit. Warte und vertraue darauf, dass es dir und deinem Kind gut geht. Danke. Gern geschehen. Was ist mit dir? Irgendwann habe ich einen Sohn. Aber bis dahin sehe ich ihn einmal im Monat. Alles wird gut. Ja. Für uns alle. Verzeihung, aber dürfte ich mir die Kapsel noch einmal ansehen? Gib mir einen Moment. Okay, ich gehe zuerst zurück. Die Sache ist die, als ich deine Kapsel untersucht habe, überkam mich ein seltsames Gefühl. Das Baby in dieser Kapsel war sehr viel länger dort als jedes normale Baby. Ich möchte die Produktionsnummer deiner Kapsel prüfen. Bei einem offiziellen Modell müsste sie draufstehen. Nicht notwendig nachzuschauen, da steht keine Nummer drauf. Nein, nicht auf der Außenseite. Sie müsste an der Innenseite stehen. Das Öffnen einer Kapsel kann das Leben des Babys gefährden, aber es gibt einen Weg, einen Blick hineinzuwerfen. Siehst du? Dort ist sie. Die Produktionsnummer einer Kapsel gibt an, wann das jeweilige Baby aus seiner Todmutter überführt wurde. So etwas wie das Geburtsdatum des Babys. Unmöglich. Vor 11 Jahren. Am selben Tag wie der Leere-Sturz. Lou wurde vor 11 Jahren geboren. Und nicht nur das. Die Seriennummer ist BB00. Lou wäre also eines der ersten Versuchsobjekte. Ja, das scheint der Fall zu sein, ja. Wenn wir die Archive nach Erwähnungen von BB00 durchsuchen, erfahren wir vielleicht mehr über Lous Vergangenheit. Du solltest versuchen, das alles hinter dir zu lassen. Die Vergangenheit aufzuwühlen, hilft nicht. Ich denke, wir sollten zurück zur DHV Magellan. Vielen Dank. An dem Ort, wo ich herkomme, wurden Babys nicht geboren. Sie blieben einfach in den Bäuchen ihrer Mütter. Tja, in unserer Welt werden Babys geboren und zu Erwachsenen. Zumindest sollten sie das.
Es ist nur natürlich, dass Tomorrow das nicht versteht. Schließlich hat sie in einem Reich der Toten gelebt. Niemand würde erwarten, dass Kinder dort geboren werden. Aber Rainys Baby wird geboren, ja? Wenn es soweit ist, klar. So ist es doch. Wir konnten noch etwas über Neil Werner erfahren. Du weißt vielleicht noch, dass er ein Bote für Bridges war. Das haben wir dir bereits gesagt. Seitdem habe ich eine Nachricht erhalten. Noch einer von unserem Hartman, schätze ich. Hey, können wir ihm wirklich trauen? Wer er auch ist. Es ist mit ziemlicher Sicherheit ein Insider. Jemand, der Zugriff auf die Verwaltungssysteme der UCA hat. Es scheint, als ob Neil Werner eine Therapie gemacht hat. Aber die wahre Erkenntnis ist, wer Werners Therapeutin war. Charlie, erklärst du das bitte? Eine Spezialistin, die auch andere Dooms-Patienten hatte. Einschließlich Sam Bridges, deine Therapeutin und Partnerin. Lucy. Neil Werners Name stand auf ihrer Patientenliste. Ganz klar, schwarz auf weiß. Das ist verrückt. Wir haben hier auch ein Foto, das du sehen solltest. Laut der Daten starben sie bei einem Leeresturz mit einer ganzen Stadt. Und nur du hast ihn überlebt, Sam. Lucy war zu der Zeit schwanger. Nicht von mir. Das Kind in ihrem Bauch. Sie hat es mir gesagt. Ich hatte nie Kinder. Sie hat mir geholfen, mit meiner Aphäphasmophobie zu leben. Mehr war sie für mich nicht. Sam, hier ist Harman. Ich bin froh, dass es Rainey besser geht. Da das geklärt ist, können wir damit fortfahren, den Kontinent zu verbinden. Für deinen nächsten Hauptauftrag musst du faszinierende Fracht bergen. Und der Einfachheit halber haben wir entschieden, dich mit der Magellan ins Missionsgebiet zu transportieren. Apropos Magellan, es wird höchste Zeit, dass dieses alte Mädchen mal eine Waffenverbesserung bekommt. Aus genau diesem Grund habe ich Kontakt zu einem Forscher aufgenommen, der in Southport Knot lebt. Ich brauche natürlich deine Hilfe, aber die Details können warten, bis wir dort sind. Du willst sicher schnell aufbrechen, aber die Teerströme in der Nähe sind instabiler geworden. Das wird eine holprige Fahrt. Aus Sicherheitsgründen möchte ich, dass sich alle vor der Abreise auf der Brücke versammeln. Komm zu uns, wenn du bereit bist. Nur noch ein bisschen. Dann ist der ganze Kontinent verbunden. Lass mich die Verbindung mit dem Netzwerk wiederherstellen. Und los geht's!
spielen verrückt. Ich weiß nicht, wo meine Hand ist. Sie ist weg. Ist das eine Flut? Ich weiß es nicht. Es dürften keine anderen Ströme in unserer Nähe sein. Ein nicht identifiziertes Objekt. Auf Einschlag gefasst machen. Was ist los? Das Ruder reagiert nicht. Ich glaube, irgendetwas zieht uns. Die Verbindung zu meiner Hand wurde irgendwie getrennt. Im Moment fliege ich blind. Dolmek, spürst du irgendwas? Nein, es ist kein GD. Aber irgendwas zieht uns nach unten. Noch tiefer und der Schiffsrumpf kann dem Druck nicht mehr standhalten. Ausweichmanöver. Aus dem Weg, Kätzchen! Es bringt nichts. Wir kommen nicht los. Teerballast abwerfen. Schneller Aufstieg, jetzt! Zu riskant. Wir haben keine Ahnung, wo wir auftauchen werden. Uns bleibt keine Wahl. Öffnet die Schilde. Wenn wir nichts tun, zerquetscht es uns. Langsam. Ich bin zwar kein Wiederkehrer, aber unsterblich genug. Mann, seit wann bist du bei einer so großen Cruise? Komm her. Ruhig, ruhig. Oder willst du, dass ich hier den Kopf wegpuste? Tja, sieh mal einer an. Hast wohl die Zeit für deine alte, vom Zeitregen gegerbte Haut zurückgedreht, was? Tja, ich bin nur hier, um mich an dir zu rächen. Und an Sam. Mit dem Rest von euch habe ich keinen Ärger, also... Tja, überlasst mir die beiden und... Ihr könnt euch verpissen. Nein? Oh. Ihr wollt alle zusammen sterben? Allerdings ist Sam ein Wiederkehrer, also kann er euer trauriges Schicksal nicht teilen. Aber bevor ich ihn umlege, darf er zusehen, wie ich euch alle kille.
ist ja mal ein lustiger Trick. Was zur Hölle? Ein Geister-Mech? Er ist also... was? Mecha-Hicks? Ich muss euch leider enttäuschen. Ich bin ziemlich hart im Nehmen. Von mir aus. Wenn es so sein soll, könnt ihr alle mit dem Schiff untergehen. Es liegt an dir, Sam. Keine Zeit verlieren. Aufbruch, Sam. Das hat gesessen. Sehr gut gemacht, Sam. Angriff! Lass ihn in Ruhe! Geht's dir gut, Sam? Angriff! Jetzt, Sam! Na los! Los, schieß schon! Lass ihn in Ruhe! Okay, Feuer frei. Sam, du musst diesen Geistermech vertreiben. Sieht schlecht aus für die Magellan. Halt durch, altes Mädchen. Das hat gesessen. Der Drecksack ist Stahl. Genau, Sam. Guten Morgen, Sam. Ich hörte, dein Raum hat keinen größeren Schaden genommen.
Leider hatte der Rest der DHV Magellan nicht so viel Glück. Reisen kommt nicht in Frage. Aber Tarman tut, was er kann, um sie zu reparieren. Ich breche auf, um Vorräte für die Reparatur zu holen. Wenn du startklar bist, geh auf die Brücke und lass dich von Tarman über die Situation informieren. Prüfe dann das Lieferterminal des Schiffs und finde raus, welchen Teil des Kontinents du als nächstes verbinden musst. Die Show muss ja weitergehen. Und wie sieht's aus? Mit Chiraldruckteilen können wir die Panzerung und das Antriebssystem reparieren. Fragiles Team wird alle Materialien besorgen, die noch nötig sind. Die Navi-Konsole zum Lesen der Teerströme funktioniert. Ich brauche nur etwas Zeit, um sie mit meiner Hand zu verbinden. Dauert nicht mehr lange. Tarman. Er hat mich in meinem Zimmer besucht. Danke. Oh, ich sehe, ihr haltet jetzt Händchen. Ei? Hände verbinden uns. Formen Bande. Glaubst du, du findest deine Hand je wieder? Also diese Bindung wird wohl nie zerstört. Es kann wohl losgehen. Wir sehen uns später. Seid vorsichtig. Freust du dich loszuziehen? Ich bin aufgeregt. Oh, das freut mich. Sie ist hier. Oh, da ist Fragile. Okay. Legen wir los. Hey, passt auf mich auf. Danke. Was ist, wenn ihr Probleme bekommt? Wird schon werden. Vergiss nicht, du sprichst mit der Ex-Chefin von Fragile Express. Schafft ihr zweites? Wir alle haben Dooms. Mach dir keine Sorgen um uns. Und wir sind auch härter als du. Stimmt. Also pass gut auf dich auf. Passt bitte auf. Tschüss. Sam, obwohl alle fleißig an der Reparatur der DHV Magellan arbeiten, wird es leider einige Zeit dauern, bis wir wieder reisen können. Trotzdem kommt es nicht in Frage, unsere Pläne derweil auf Eis zu legen. Wir müssen unbedingt weitermachen. Die Erweiterung des chiralen Netzwerks hat weiterhin Priorität. Dein nächstes Ziel ist es, Southport Nord zu verbinden. Aber du musst zuerst einen anderen Ort online bringen, bevor das möglich ist. Und anders als zuvor kann die DHV Magellan momentan auch nach der Erweiterung der Abdeckung nicht zu dir vorrücken. In dieser Zeit wirst du ohne unsere Unterstützung zurechtkommen müssen. Fragile, Rainy und Tomorrow beschaffen gerade Material für Reparaturen. Und Tarman hat mit dem Schiff alle Hände voll zu tun. Außerdem möchte er als Vorsichtsmaßnahme auch das Arsenal des Schiffs verbessern. Und dafür ist es notwendig, dass Southport Nord ins chirale Netzwerk integriert wird.
Ich sage das, damit du weißt, dass das gesamte Team fest entschlossen ist, das Schiff wieder zum Laufen zu bringen, damit wir so bald wie möglich wieder zu dir stoßen können. Wir brauchen einfach nur ein wenig Zeit. Begib dich fürs Erste zum Bunker des Phantomschmieds und bring ihn ans Netz. Über dieses Lieferterminal kannst du auf den Hauptauftrag zugreifen. Zugangsdaten verifiziert. Willkommen, Sam. Sicherheitsmaßnahmen aufgehoben. Waffen entdeckt. Achtung! Ihre Verwendung ist in Einrichtungen eingeschränkt. Greife auf das Terminal zu. Aufträge und Anfragen zu bearbeiten. In diesen verschneiten Bergen riskieren sollst, ist schon viel verlangt. Und mit GDs auf Tuchfühlung zu gehen, um anderer Leute Dinge zu bergen, das ist nochmal eine andere Liga. Du bist echt ein Teufelskerl, sag ich dir. Warte kurz. Ich bestätige gleich mal den Inhalt deiner Fracht. Und jetzt bin ich endlich online. Daher konnte ich die Fracht analysieren, die du gerade abgeliefert hast. Sie wurde wohl mit Hilfe einer unbekannten Technologie entwickelt, die ich Geistertechnologie nenne. Soweit ich das sehe, reagiert sie auf chirale Strahlung auf einer bestimmten Wellenlänge. Ich erwähne es, weil die Daten für die chirale Schockkanone, die ich mit dir geteilt habe, das Ergebnis von Forschung sind, die darauf basiert. Die von ihr erzeugte chirale Strahlung kann Objekte durchdringen, ohne sie zu zerstören. Das heißt in der Praxis, dass du Gegner, die sich hinter Wänden verstecken, kampfunfähig machen kannst. Außerdem sollte sie auch GDs und Max-Schaden zufügen. Im Bereich der Fernkampfwaffen ist sie recht stark. Sogar ich habe Geschichten über Higgs und seine Pläne gehört. Wenn du ihn also mit der chiralen Schockkanone aufhalten kannst, würde mich das sehr freuen. Und wenn du meine Forschungsdaten nach Southport Nord bringen kannst, erhältst du dort sicher neue und verbesserte Technik. Auf diesem Berg gibt es viele Leute, die Spezialforschungen betreiben. Wenn du sie auch in das chirale Netzwerk bringst, versorgen sie dich sicher mit allerlei tollen Sachen. Danke nochmal, du warst eine große Hilfe. Alleine hätte ich das echt nicht geschafft. Ich wünsche dir viel Glück. Wir sehen uns. Sam, entschuldige bitte die Störung. Ich kontaktiere dich wieder einmal über unsere private Leitung. So bleibt das Gespräch unter uns und niemand sonst kann mithören. Ich fasse mich kurz. Hat Charlie sich dir gegenüber jemals verdächtig verhalten? Ich frage deshalb, weil seine Glaubwürdigkeit, die von APAS routinemäßig berechnet wird, anscheinend stark gesunken ist. Seine Daten konnten über das nationale ID-Register der UCA nicht bestätigt werden. Und niemand scheint den Mann jemals getroffen zu haben. Es ist gut möglich, dass er nicht einmal existiert. Ein Geist, sozusagen. Ich kann nur hoffen, dass mein Verdacht unbegründet ist. Geh zunächst einmal nach Southport Nord und schließe es wie geplant an das chirale Netzwerk an. Wir müssen dringend die Möglichkeiten der DHV Magellan verbessern, um besser mit Higgs und seinen Truppen fertig zu werden. Und je eher wir ganz Australien ans Netzwerk anschließen, desto besser. Wenn du bereit bist, kannst du dir deinen nächsten Hauptauftrag am Lieferterminal in dieser Einrichtung abholen.
Ungeachtet der gefährlichen Materialien bist du rechtzeitig angekommen. Gib mir einen Moment, den Frachtzustand zu bestätigen. Endlich im Netzwerk, was? Ich habe so lange auf diesen Moment gewartet. Damit sollte ich noch schneller an neuen Verteidigungslösungen forschen können. Die Fracht, die du mir gebracht hast, ist der Höhepunkt der Bemühungen des Phantomschmieds. Ich habe ihr noch den letzten Schliff verpasst und voilà! Ich kann jetzt die Daten für eine chirale Kanone mit dir teilen. Es ist eine verheerende Waffe, die an Pickup-Geländewagen angebracht werden kann. Sie fügt GDs und Geistermechs unvergleichlichen Schaden zu. Das könnte recht nützlich sein, da in letzter Zeit nicht nur Waffennahen gesichtet wurden, sondern auch Geistermechs. Schwer zu sagen, aber Higgs könnte irgendetwas im Schilde führen. Umso besser ist es also, gegen seine Schergen entsprechend gerüstet zu sein. Idealerweise würde diese Kanone nur gegen GDs und Mechs helfen. Aber leider reicht diese Feuerkraft völlig aus, um auch Menschen zu töten. Also setzen Sie bitte mit Bedacht ein. Zusätzlich bekommst du neue Reifen für den Pickup-Geländewagen, was seine Haftung deutlich verbessern wird. Wenn du deine Fahrzeuge anpasst, kannst du sie nach Belieben austauschen. Wenn ein schneebedeckter Berg dein Ziel ist, würde ich sie wirklich empfehlen. Nach dem gestrandeten Tod wurden wir Zeugen aller möglichen neuen und unbekannten Phänomene. Mein Forschungsteam hat an der Klassifizierung besagter Phänomene gearbeitet, um zu bestimmen, welche sich für praktische Anwendungen nutzen lassen. Der Phantomschmied ist auch einer von uns. Wir hatten zufällig denselben Mentor. Er war für die Entwicklung der Navigationssysteme der DHV Magellan verantwortlich. Hauptsächlich wegen ihm studiere ich Fahrzeuge und ähnliche Technik. Wir wissen noch nicht, warum Geistermechs außerhalb der chiralen Netzwerkabdeckung agieren können. Doch wir haben eine Arbeitstheorie. Und sollten sich die Prinzipien dieser Theorie als wahr erweisen, könnten wir sie uns zunutze machen. Zum Glück könnte die Fracht, die du gebracht hast, Antworten auf viele offene Fragen bieten. Ich gehe davon aus, dass wir in den kommenden Tagen rasanten Fortschritt machen. Du kannst dich also auf neue und spannende Kreationen freuen. Danke nochmal für deine Hilfe. In den nächsten Tagen werde ich meine Forschung zur Geistertechnologie fortsetzen. Dabei geht es mir darum, dass unsere Fahrzeuge selbst in gefährlichen Gebieten mehr Bewegungsfreiheit erhalten können. Wenn du dabei irgendwie helfen kannst, wäre ich äußerst dankbar. Oh, bevor du gehst, habe ich noch ein Abschiedsgeschenk für dich. Mein Mentor meinte, dass ich es dir geben soll. Mit dieser Fracht kannst du die Waffen der DHV Magellan verbessern. Auf Wunsch von Tarmin, glaube ich. Es dauert etwas, sie für den Transport vorzubereiten. Nutze währenddessen doch ruhig den privaten Raum hier. Bis du aufwachst, habe ich dir den Auftrag geschickt. Also könnt ihr doch ruhig ein kleines Nickerchen. Sam, ich bin's. Unsere Feinde sind kühner und aggressiver geworden. Aber wie ich sehe, konntest du sie letzten Endes alle abwehren. In ganz Australien liegt die chirale Netzabdeckung jetzt bei über 85%. Wir sehen auch bereits Anzeichen für die Bildung eines Plattentors in naher Zukunft. Nur noch ein bisschen, Sam. Ich weiß, dass du und deine Kameraden es zu Ende bringen werdet. Und um dich auf das vorzubereiten, solltest du dich in deinem privaten Raum ausruhen. Sam, ich habe das Gespräch in den privaten Modus geschaltet. Wir müssen über Charlie reden. Ich habe mir den Vertrag zwischen APEC und Drawbridge genauer angesehen. Und ich habe festgestellt, dass die Finanzierung von Drawbridge von niemand anderem als Bridges bereitgestellt wurde. Sie setzten zwar Vermittler ein, um die Transaktionen zu verschleiern, aber Bridget ist ohne jeden Zweifel die Geldquelle eures Gönners. Anders gesagt, Drawbridge kann nicht als unabhängige zivile Organisation angesehen werden. Wenn das herauskommen sollte, könnten deine Versuche, Mexiko und Australien ins chirale Netzwerk zu integrieren, als Expansionsbestrebungen missverstanden werden. Als ich Drawbridge beauftragte, ging ich davon aus,
dass es sich um eine Nichtregierungsoperation handelt. Aber vielleicht wurden sowohl ich und APEC als auch ihr alle getäuscht. Ich werde meine Untersuchungen weiter fortsetzen. Nutze die Zeit, um dich in deinem privaten Raum auszuruhen. Defibrillation. Abstand halten. Wie in alten Zeiten. Wo sind wir? Dieser Ort hebt meine Stimmung enorm. Die Reparaturen an der DHV Magellan laufen noch. Also dachte ich, ich komme wieder her und versuche unsere Untersuchung zu Lou etwas voranzutreiben. Und was entdeckt? Naja, in der Einrichtung der Mütterhilfe konnten wir Lous Original-Seriennummer bestätigen. Sie war tatsächlich BB00. Das habe ich entdeckt, als ich nach dazugehörigen Aufzeichnungen gesucht habe. Zum Aufbau des Chiral-Netzwerks wurden 9 Opfer-BBs vorbereitet. Doch das ursprüngliche Netzwerkdesign sah nur eins vor. Eine einzelne Opfer-BB-Einheit, die chirale Kommunikation auf dem gesamten nordamerikanischen Kontinent ermöglicht. Dieser Ansatz erforderte ein sogenanntes Cambridge-Baby. Und BB00 war die glückliche Auserwählte für diese Rolle. Dann allerdings verwarf Bridges diese Idee, da ihre Tests nicht die gewünschten Ergebnisse lieferten. Und so wurde das Modell, für das mehrere Opferbabys erforderlich waren, schließlich ausgewählt. Währenddessen wurde Lou für längere Zeit eingelagert und übernahm aus noch unbekannten Gründen die Identität von BB28. Aufzeichnungen zufolge war das Bridges Forschungsteam für die Neuzuordnung verantwortlich. Wollten Sie mit der Fälschung von Lous Produktionsjahr vielleicht die früheren Experimente vertuschen? Oder führte Bridges etwas anderes im Schilde? Ich fürchte, das bleibt im Dunkeln. Wir wissen jetzt, dass Lou vor 11 Jahren geboren wurde. Gut möglich, dass es eine Verbindung zu Neil gab. Weißt du, ich mag diesen Ort nicht nur der Nostalgie wegen. Hier gibt es die herrlichsten heißen Quellen, weißt du. Aber ehrlich gesagt, sind die für mich nicht das Tollste daran. Solltest mal vorbeischauen, wenn du Zeit hast. Den alten Knochen was Gutes tun. Oh, ein heißes Bad klingt wirklich gut. Genau richtig. Für einen müden Reisenden. Wie dem auch sei. Wir sehen uns an Bord der Magellan.
ausgeruht und erfrischt? Ich habe deine nächste Lieferung für dich vorbereitet. Ausrüstung zur Verbesserung der Waffen der DHV Magellan. Du wirst merken, sie nutzt modernste Technologie. Das Ergebnis unserer neuesten Forschung. Oh, und mein Mentor bittet dich außerdem, Tarman einen guten Tag zu wünschen. Wie auch immer. Nimm den Hauptauftrag an und hol die Fracht. Sam, entschuldige, dass ich wieder die private Leitung nutze. Ich habe mich intensiv mit der Herkunft der DHV Magellan befasst. Es handelt sich um ein ziviles Schiff, das für diese Mission nachgerüstet wurde. Wie es scheint, geht die Finanzierung dafür jedoch auf Bridgets eigene Mittel zurück. Genau wie die Finanzierung von Drawbridge selbst. Man kann durchaus sagen, dass es sich faktisch um ein Regierungsschiff handelt. Auch Charlie war an allen relevanten Transaktionen beteiligt. Das macht es nur noch wahrscheinlicher, dass Charlie Verbindungen zu den UCA hat. Natürlich scheint es jetzt so, als ob Charlie nicht existiert. Somit könnten diese Aktionen tatsächlich das Werk von APEC gewesen sein. Wenn alles, also auch die Erweiterung der Netzwerkinfrastruktur, nur ein Vorwand für eine Gebietserweiterung war, dann hat unsere Firma einen schweren Fehler gemacht. Es werden weitere Untersuchungen folgen, aber das erfordert etwas mehr Zeit. Ebenso wie auch die Reparatur der DHV Magellan. Dies ist eine heikle Situation, die Vorsicht erfordert. Außerdem können wir die Bedrohung durch Higgs nicht ignorieren. Also wäre es am besten, wenn du weiterhin Hauptaufträge erledigst und dich darauf konzentrierst, den restlichen Kontinent zu verbinden. Ich werde dich wie immer kontaktieren, sobald ich mehr weiß. Enttäusch uns nicht, Sam. Deadman hier. Hartman ist unterwegs am Strand. Deshalb war ich so frei und habe mir mal wieder sein Haar geborgt. Außerdem habe ich meine eigene Zeit am Strand genutzt und in der UCA-Datenbank nach Antworten über BB-00 gesucht. Ich habe dir ja schon gesagt, von hier aus sind ihre Sicherheitsmaßnahmen viel leichter zu umgehen. Vorher gingen wir davon aus, dass BB-00 eingelagert und als BB-28 neu klassifiziert wurde. Und zwar von Bridges, um die Existenz des Kernbridge-Baby-Programms vor der Öffentlichkeit zu verbergen. Es hat sich aber gezeigt, dass diese Information gefälscht war. Jetzt wissen wir, was wirklich passiert ist. Bridges wollte BB-00 außer Dienst stellen und entsorgen. Aber hinter den Kulissen griff jemand ein. Es wurde sichergestellt, dass BB-00 verschont blieb und in ein Lager geschickt wurde, wo es die Seriennummer BB-28 erhielt. Den offiziellen Aufzeichnungen nach wurde BB-00 jedoch außer Dienst gestellt und Bridges hatte keinen Grund daran zu zweifeln. Also, was glaubst du, wer hinter dieser Täuschung steckt? Ich habe das Konto entdeckt, mit dem die BB-Aufzeichnungen manipuliert wurden. Es war auf ein Bridges-Mitglied mit den höchsten Berechtigungsstufen registriert. Du kannst es dir sicher denken, es war die Anführerin der ersten Expedition, Amelie. Sie tat alles, nur um Lou zu beschützen. Wir bereiten die Hauptkanone für den sofortigen Einsatz vor. Die anderen Waffen werden wir ebenfalls verbessern. Es wird nicht lange dauern, bis die DHV Magellan voll einsatzbereit ist. Fragile und die anderen sollten auch bald zurück sein. Gut, ich kümmere mich jetzt schnell um die restlichen Reparaturen. Danke nochmal, Sam. Sam, dein nächstes Ziel wird gleichzeitig dein letztes sein. Terminal Fort Knot. Um es ans Netz zu bringen, musst du zuerst das südliche Umweltobservatorium verbinden. Dieser letzte Schritt wird vermutlich der bisher schwierigste sein. Fürs Erste solltest du dich im privaten Raum ausruhen, um für das, was kommt, vorbereitet zu sein.
Sobald du deine Vorbereitungen abgeschlossen hast, nimm diesen Hauptauftrag am Lieferterminal an. Geschlafen, Sam? Die Reparaturen an der DHV Magellan sind beendet. Wir sind bereit, du kannst den Kurs bestimmen. Die Hauptkanone wurde auch eingebaut. Es könnte aber etwas dauern, bis sie kalibriert ist. Ich melde mich, wenn sie einsatzbereit ist. Davon abgesehen steht dir die verbesserte DHV Magellan jetzt zu Diensten. Erledige alles, was du noch zu tun hast. Und mach dich bereit, das chirale Netzwerk weiter auszubauen. Wir zählen auf dich, Sam. Tarman hier. Wir sind mit der Anpassung der Hauptkanone der DHV Magellan fast fertig. Sobald das südliche Umweltobservatorium im chiralen Netzwerk ist die Region in Reichweite unserer Waffen. Wir können uns um die übrigen feindlichen Kräfte dort drüben kümmern. Konzentrier du dich darauf, mit deinem Cupid schnell zum Observatorium zu gelangen, um es anzuschließen. Du schaffst das. Geister-Mechs es so weit geschafft. Die Einrichtung ist in Gefahr. Wir müssen sie eliminieren, bevor sie attackieren.
entfernt sich zu weit vom südlichen Umweltobservatorium. Wenn wir nicht umkehren, wird es überrannt. Verstärkung! Da kommen sie, Sam! Verbindung problemlos hergestellt. Da bin ich erleichtert. Wegen der Notlage haben unsere Mitarbeiter alle Zuflucht unter der Erde gesucht. Aber jetzt können wir wohl etwas aufatmen. Genauere Beobachtungen sollten auch helfen. Apropos, wir haben an mehreren Orten plötzliche Störungen des chiralen Feldes festgestellt. Vielleicht deuten sie ja auf ein neues Plattentor hin.
Wenn du die Netzabdeckung ausbaust, finden wir das heraus. Aber leider sehen die Teerströme in der Umgebung immer noch sehr aufgewühlt aus. Unsere Notlage ist also noch nicht wirklich behoben. Die DHV Magellan kann hier auch nicht zu dir stoßen. Es wird etwas mühselig, diesem Schlamassel auf den Grund zu gehen. Ich fürchte, unter diesen Umständen kann ich nicht viel für dich tun, aber ich werde mich später gebührend revanchieren. Du sollst aber wissen, dass wir dir alle sehr dankbar sind. Pass auf dich auf. Oh, Gitarrenkobold. Also ehrlich gesagt ist mir egal, ob du und deine Crew den Kontinent verbindet oder nicht. Sam! Denn ich bin nur aus einem Grund Sam, hier. steh auf! Um dich leiden zu lassen. Ein Wiederkehrer bleibt nie lange tot. Aber gleich erfährst du, dass es viel Schlimmeres gibt, als zu sterben. Also, fangen wir mit den Schmerzen an. Unvergänglicher Flammenwerfer hier hat großen Appetit auf Chiralium. Also, sobald du voll von dem Zeug aus der Fuge zurückkommst, rudern die Flammen auf. Der Körper beginnt erneut zu brennen. Du windest dich vor Schmerzen. Und dann stirbst du. Und kehrst zurück. Immer wieder. Du kannst nichts tun, um dem zu entkommen. Und nicht lange, bis der Schmerz viel mehr wird als körperlich. Endlich auf dem Laufenden? Über dieses Ding und seine Vergangenheit. Diese Kind einer Partnerin, die dich irgendwann betrogen hat, Sache, meine ich. Ja, genau. Leide für mich, Baby. Ja. Du kannst leider kein Gaffer werden, Sam. Kein Übergang auf die andere Seite. Also leide. Ja. Leide. Bereue den Tag deiner Geburt.
Bis demnächst. Er steckt in einer Tod- und Wiederauferstehungsschleife. Wo sein Haar vollständig verbrennt, kehrt er zu uns zurück. Sein Körper heilt sich nur, um erneut zu verbrennen. Nicht. Selbst wenn die Zeit beschleunigt, erlöschen die Flammen nicht. Komm schon, Sam! Komm schon! Ich weiß nicht, was ich tun soll. Glaub mir, Fragile. Ich bin Arzt. Und ich kenne Sams Körper besser als sonst jemand. Ihm geht's gut. Kein Grund zur Sorge. Dank einer ordentlichen Dosis von Rainey's Kernregen ist er so gut wie neu. Frisch und kernig, könnte man sagen. So oft in Folge zu sterben und wieder aufzustehen. Selbst für einen Wiederkehrer. Ich ging vom Schlimmsten aus. Ein Wunder, dass er es geschafft hat. Leider sind die Teerströme in der Nähe des südlichen Umweltobservatoriums noch immer instabil. Deshalb müssen wir die DHV Magellan zur Verteidigung der Anlage vorerst hier behalten. Alles in allem ist es eine Herkulesaufgabe, den Weg zu Terminal Fort Nord zu bahnen. Und Sam wird sich mächtig ins Zeug legen müssen. Keine Sorge, Sam ist der Aufgabe gewachsen. Dank Tarmans und Deadmans Bemühungen hat sich zwar sein Haar vollständig erholt, das Gleiche gilt aber nicht für sein K. Und diese Reise war auch dazu gedacht, dass sich Sams Geist wieder erholen kann. Hab ich nicht recht, Fragile? Bald wird unsere Verbindung zum letzten Ziel stehen. Das ist dann das Ende unserer gemeinsamen Reisen. Das heißt, der Zeitpunkt für dieses Gespräch mit Sam rückt rasant näher. Ich finde, wir sollten es ihm lieber früher als später sagen. Aber was meinst du? Tja, vielleicht sollte ich das Thema zuerst anschneiden. Stimmt was nicht? Lou sieht nicht gut aus. Los, zeig mal. Was meinst du? Es ist, als würde Lou immer schwächer. Wirklich? Dann machen wir anscheinend Fortschritte. Das verstehe ich nicht. Sie bat mich um Hilfe. Was? Bevor wir zu unserer Reise aufgebrochen sind. Fragile. Sie bat mich, dir zu helfen. Als dein Therapeut, damit du den Verlust deines Kindes verarbeiten kannst. Sam, hör mir zu. Lou ist inzwischen schon sehr lange nicht mehr da. Nein, Lou ist genau hier. Wir sind gerade zusammen durch Australien gereist. Ich zeig's dir.
Die Kapsel, die du auf die Reise mitgenommen hast, war von Anfang an leer. In Wirklichkeit habe ich nämlich deinen Odra-Deck gesteuert. Und eben wegen dieser Verbindung war ich in der Lage, deine Flashbacks mitzuerleben. Hey Sam, hast du ein Foto von uns? Siehst du? Nichts hat sich verändert. Die Kapsel ist immer leer gewesen. Wir wollten uns nicht darüber streiten, was du gesehen hast, sondern dich so unterstützen, wie du es brauchtest. Wir dachten, so könnten wir dir dabei helfen, Lus Tod besser zu verarbeiten. Warte, was meinst du mit Lus Tod? Wovon redest du da? Versteh mich bitte, Sam. Wir wollten dich nie hinhalten. Fragile war nur um dich besorgt. Ich konnte dich nicht zurücklassen. So gebrochen. Ich wollte, dass du lebst. Nach vorn schaust. Also war Lu von Anfang an nie hier? Ich war die ganze Zeit allein. Du liegst falsch. Der Tod kann uns nicht trennen. Wir sind immer verbunden. Nein, sind wir nicht. Lu ist tot. Das ist Fakt. Glaub mir, Sam. Wir sind immer bei dir, was auch passiert. Du wirst niemals allein sein. Sam, bald ist es soweit. Australien ist fast vollständig verbunden. Bist du bereit?
bist seltsam. Geht's dir gut, Sam? Immer noch Soldaten. Konter! Sam, Neil ist über uns.
Wir fallen nach oben, Sam. Sam, der ganze Waggon wird abstürzen. Vergiss das mit Neil. Wir müssen weiter. Es romantischer.
Was ist das? Beschützung. Willkommen. Bitte setzen. Hier drüben bitte. Nicht rauchen, bitte. Und Sie sind Neil Vanner. Mhm. Was machen Sie? Beruflich. Ich bin Bote. Also danke. Für heute reicht es. Okay. Danke. Neil. Was? Du hast es geschafft. Bitte. Du erinnerst dich wirklich nicht? Das Mädchen. Du lebst. Hey! Hey! Stopp! 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 Sie sind weg. Nur wir beide. Und du bist ein reueloser Verbrecher, der unser Land bereits mehrfach illegalerweise betreten hat. Mein einziges Verbrechen ist, eure Drecksarbeit zu machen. Und als Wiedergutmachung haben wir deine Verbrechen übersehen. Danke. Wenn du ablehnst, hat das schwerwiegende Folgen. Dann nur zu, denn ich mache diesen Scheiß nicht mehr. Glaubst du etwa, du hast eine Wahl? Neil! Verstehst du mich? Neil! Neil! Du erledigst diesen Job, Neil! Das stimmt nicht. Ich muss da raus. Dieser Botenjob bringt mich um. Er bringt mich noch um. Ich habe was Schlimmes getan. Du kannst es mir sagen, Neil. Was für Fracht lassen Sie dich transportieren? Nein. Du bist hier sicher. Keine Aufnahmen.
Was für eine Fracht. Fracht wie Hirntote. Schwangere Frauen. Sowas würde niemand erlauben. Darum muss ich sie reinschmuggeln. Ich muss sie rüberbringen aus Mexiko. Rohmaterial für menschliche Opfer. Okay. Neil, atme tief durch. Neil, hör zu, atme. Versuch zu zählen. Ich kann das einfach nicht mehr. Atme. Na komm, 1. Oh, du trägst meinen Schal. Was ist? Dieses Auto. Ich glaube, ich werde beobachtet. Das Auto hier? Ja, ganz genau. Sieht mir aus wie ein Sicherheitsfahrzeug. Ich prüfe das. Nicht hinschauen. Sieh hierher. Was ist das? Die musst du aber alle wieder löschen. Ja. Siehst du? Was? Also er ist wohl der Vater. Das Sternzeichen des Babys wird Krebs sein. Angenommen, der Termin stimmt. Wie sicher bist du? Diese Sache zwischen uns. Es war ein Fehler. Nein. Nein, es war kein Fehler. Es war kein Fehler. Es war bloß... Sieh mich an. Wir waren geblendet von Emotionen. Wir waren verwirrt, mehr nicht. Es war kein Fehler. Es ist mir völlig egal, ob du sein Baby kriegst. Ich liebe dich. Ich liebe ihn, Neil. Deshalb muss das hier enden. Tut mir leid. Tja, wie es scheint, ist Neil verschwunden. Ob er es in eine Art Nirvana geschafft hat, weiß ich nicht, aber ich bezweifle, dass wir ihn wiedersehen. Also bleibt nur die Sache mit dem seltsamen Geschenk. Hoffentlich weiß Fragile mehr darüber. Hey Sam.
Kann ich reinkommen? Ich muss mit dir reden über dein Kind. Ich will's nicht hören. Doch du willst, Sam. Das ist ein Speicherstick. Er enthielt eine Aufzeichnung, in der Lucy Geheimnisse darüber verrät, was die Bridges-Forscher geplant hatten. Daten von Frauen, die von Mexiko geholt wurden, für die BB-Experimente. Die Neil Werner für Bridges gebracht hat. Während seiner Therapie hat Lucy alles herausgefunden, als er gestand, was er alles getan hatte. Sam, ich weiß, dass du mehr warst als ihr Patient. Du warst ihr Partner. Aber betrogen hat sie mich trotzdem. Warte. Das ist noch nicht alles. Wir wissen auch, wer der Vater des Babys war. Du warst es, Sam. Die Aufzeichnung lässt keinen Zweifel. Das Kind, das Lucy in sich trug, war nicht Neils. Es war deins. Lucy hinterließ dir eine aufrichtige Entschuldigung und eine Erklärung. Dein Kind war außergewöhnlich. Der Nachwuchs des Wiederkehrers, der das erste BB war. Lucy wusste, wenn die Bridges-Forscher das herausfänden, würden sie es für Tests missbrauchen. Also log sie. Sie gab vor, das Kind sei von Werner, um sie zu täuschen. Aber sie wollte immer, dass du die Wahrheit eines Tages erfährst. Darum hat sie ihm diese Halskette gegeben. Eingehender Notruf vom Netzwerkknoten. Da steht eine Armee von Geistermechs direkt vor ihrer Tür. Wir müssen den Knoten sichern. Sein Verlust könnte das gesamte Netzwerk lahmlegen. Ich gehe zur Brücke, Sam. Mach dich bereit. Okay. Achtung, Leute. Er ist hier. Sam, wir sind jetzt im Endspiel. Koste es, was es wolle. Wir müssen diesen letzten Netzwerkknoten verbinden. Ich habe dieses Briefing angesetzt, damit alle auf demselben Stand sind. Unser Ziel und seine Umgebung werden von einer großen Anzahl Geistermechs verteidigt. Die werden es uns bestimmt nicht leicht machen. Also, das ist der Plan. Tarman, du steuerst die DHV Magellan, wie immer. Rainey, du kümmerst dich ums Radar. Überlass das mir. Je nach Situation musst du vielleicht deine Kräfte einsetzen. Ich möchte, dass du Sam Feuerunterstützung gibst. Mit der Schiffskanone. Das sollte ich schaffen. Zur Not kann ich damit einsatzbereit bleiben. Jetzt zu dir, Tomorrow. Weißt du, sie ist so ziemlich die beste Schützin auf dem Schiff. Damit wäre sie perfekt geeignet für die Miniguns. Miniguns? Die DHV Magellan hat oben 2 davon installiert. Der Schütze kann sie von der Brücke aus kontrollieren. Du wärst also nicht mehr in Gefahr als der Rest von uns. Und wenn sie auch nur halb so gut ist wie in VR, haben diese Mechs keine Chance, oder? Wie in VR? Das kriege ich hin. Dolman, pass auf Sam auf. Natürlich. Und Sam, du übernimmst die Lieferung. Deine Route planst du selbst. Okay. Bedenke aber, Feuerunterstützung können wir dir nur innerhalb des chiralen Netzwerks bieten. Außerhalb sind die Kanonen zu ungenau. Das Risiko von Kollateralschäden wäre zu groß. Die Vorhut hat einige Wegposten des chiralen Netzwerks errichtet. Wir sollten sie nutzen können. Ursprünglich sollten sie die Signalstärke erhöhen. Aber wenn wir sie aktivieren, könnten wir mit ihnen die Netzabdeckung erweitern.
Dann kämen wir auch mit dem Schiff näher heran. Es liegt an dir, ob wir dir Feuerunterstützung geben können, Sam. Befindest du dich aber zu nah am Netzwerkknoten, besteht wieder das Risiko von Kollateralschäden. Bitte, vergiss das nicht. Sobald wir den letzten Knoten verbinden, befindet der australische Kontinent sich innerhalb des chiralen Netzwerks. Unsere Abwehr wird stärker sein als je zuvor und wir erledigen diese Geistermechs ein für alle Mal. Also, bringen wir das zu Ende. Okay. Warte. Ja. Vergiss nicht. Diese Expedition sollte dir helfen, die Stärke zu finden, weiterzumachen. Und das hast du. Wir wissen, du schaffst das. Fragile. Es ist Zeit für das Ende der Reise, Sam. Hat noch Kampfgeist. Erledige ihn, solange du noch kannst, Sam. verletzt, Sam?
Ein Hoch auf den Mann der Stunde. Unser Held hat endlich den verdammten Kontinent verbunden. Manch einer würde jetzt sagen, Ende gut, alles gut, aber das ist noch nicht das Ende. Leider werden wir diesmal auf einen Bosskampf verzichten müssen. Es hat einfach keinen Sinn. Denn ihr könnt nicht gewinnen. Verdammt! Tut mir leid, aber deine besten Tage sind vorbei. Hallo, du Hübsche. Beschädigte Ware. Sag mir, tut sie noch weh? Die Erinnerung an meine Tat. Das tut sie, oder? Nur zu. Es wird nichts bringen, aber versuch's. Du bist so störrisch wie immer. Und übrigens, Sam, ich habe Lou getötet. Das kitzelt. Dein Durst nach Rache wird niemals gestillt. Das reicht. Ich gebe dir den Rest. Ich nehme den Schaden und die Ware. Ich bin hart im Nehmen. Was? Ich nehme den Schaden und die Ware. Ich bin hart im Nehmen. Ich nehme den Schaden und die Ware. Ich bin hart im Nehmen. Ich bin hart im Nehmen. Ich nehme den Schaden und die Ware. Ich bin hart im Nehmen. Ich nehme den Schaden und die Ware. Ich bin hart im Nehmen. Ich nehme den Schaden und die Ware. Ich bin hart im Nehmen. Ich bin hart im Nehmen. Geht's dir gut?
Schön, dass du da bist, Sam. Wir möchten dir danken für das, was du getan hast. Wann wäre es besser als jetzt, nachdem du ganz Australien verbunden und die Kluft zwischen den Kontinenten überbrückt hast? Durch Ausdehnen des sprichwörtlichen Seils des chiralen Netzwerks auf noch eine Landmasse sind sie vereint im Chiralversum. Eine geteilte Welt, vereint mit ein paar Stöcken zur Ermutigung. Die Stärkung von Higgs war ein notwendiger Schritt. Wir haben diese Geister-Mech-Armee für ihn gebaut, die er nach Belieben einsetzen kann. Wovon zum Teufel reden Sie? Eine existenzielle Bedrohung war nötig, damit ihr nach Stärke durch gegenseitige Verbindungen sucht. Außerdem war es nötig, dass APEC euch mit eigenen Stöcken ausstattet. Schließlich sind wir nicht zum Morden fähig. Wer ist wir? Warten Sie. Sagen Sie nicht. Sie sind kein Mensch. Habe ich recht? Higgs diente als Ergänzung zu einem allumfassenden Algorithmus. Aber diese Welt braucht keine Stöcke mehr. Von nun an suchen wir nach zusätzlichen Plattentoren und erweitern uns auf neue Kontinente. Woher? Und was dann? Mithilfe des chiralen Netzwerks und von APAS ist die Menschheit von der Notwendigkeit, sich zu bewegen, befreit. Und von der Notwendigkeit von Booten. Bots können Lieferungen abwickeln. Durch den Wegfall des Risikos, auf Reisen auf GDs zu treffen, werdet ihr den gestrandeten Tod endgültig überwinden. Die Null-Leere-Sturz-Strategie. Um zu verstehen, wie wir zu dieser Lösung kamen, muss man zunächst die wahre Natur des gestrandeten Todes erklären, wie von APAS bestimmt. Durch die Verbindung der Kontinente erlangten wir eine massive Menge an Daten zum gestrandeten Tod. Wir erfuhren, dass es nur ein Phänomen ist, das Massenaussterben begünstigte. Doch schließlich erschienen Extinktionsentitäten und sie veränderten die natürliche Ordnung. Der gestrandete Tod wurde zum System, das Lebensformen dazu brachte, Verbindungen zueinander herzustellen. Evolutionäre Stagnation bewirkt Aussterben. Aber als Auswirkung erscheinen unabänderlich neue Spezies und formen Gemeinschaften. Wie als die aquatischen Kreaturen an Land kamen und ihre Nachfahren sich dort verbreiteten und dabei veränderten. Alte Spezies weichen den Fortgeschrittenen. Die Toten treten beiseite und das Leben geht weiter. Wanderung und Migration sind die treibende Kraft hinter all dem. Aus diesem Zyklus ging schließlich die Menschheit hervor. Und jetzt ist es Zeit für die Menschheit zu weichen, damit neue Spezies den Planeten erben können. Und jetzt? APAS-Simulation sagt, dass wir aussterben werden. Ist es das? Oh nein. Nicht im geringsten. Wir haben eine ideale Strategie berechnet. Mit dem Chiralversum können wir alle Formen des Reisens vermeiden. Wir regeln und kontrollieren damit diesen Teil eurer Existenz. Und APAS übernimmt und gibt den Menschen dann Befehle. Nein, nein, du verstehst mich falsch. Wir sind nicht APAS. APAS ist nur ein System, ein Werkzeug, mit dem wir unsere optimale Lösung entwickelt haben. Was bist du? Hallo, Sam. Überrascht mich zu sehen, Junge. Was deine Frage angeht,
Wir begannen, nachdem du das nordamerikanische Netzwerk fertig hattest. Es gab einen massiven Leeresturz im UCA-Gebiet. Und das APAS-Datenzentrum lag leider in dem betroffenen Gebiet. Ich auch. Ich hatte meinen Bunker verlassen, um dort ein neues Leben zu beginnen. Mit Bewohnern und Personal waren insgesamt 4000 Menschen von der Explosion betroffen. Es gab kein Entkommen für sie. Oder mich. Und doch wurde unsere Verbindung nicht gekappt. In diesem Augenblick waren die Seelen dieser Menschen und die APAS-Server tatsächlich an ein und demselben Strand gestrandet. Sie waren, wie sie feststellten, Gegenstand einer Konvergenz. Konvergenz? In der Tat. 4000 menschliche Seelen und APAS verschmolzen zu einer völlig neuen Entität. Singulär und unteilbar. Man könnte diese Menge als in die Gesellschaft bezeichnen, die APAS unterhält. Mit dieser Welt verbunden. Auf diese Weise können wir eure Aktivitäten überwachen und einschränken, um sicherzustellen, dass kein weiterer Leeresturz auftritt. Es freut dich sicher zu hören, dass die Arbeit von Drawbridge das Entstehen eines neuen Plattentors ermöglicht hat. Eins, über das wir unsere Reichweite auf den nächsten Kontinent ausdehnen werden. Sobald es ins Netzwerk integriert wurde, entsteht ein weiteres. Und durch diesen globalen Dominoeffekt werden wir die Lücken zwischen allen noch verbleibenden Landmassen schließen, bis alle verstreuten Kontinente des Planeten vereint sind. So wie sie es am Anfang waren. Ein einziges, geeintes Ganzes, über das wir bestimmen können. Ihr könnt sicher sein, dass wir nicht nur in der Lage sind, eure Bewegungen zu steuern, sondern auch jeden Aspekt eines Lebens. APAS ist auch mit den Gaffern verbunden und weiß zu jeder Zeit, wo sie sich aufhalten. Wenn wir diese Verbindung nutzen, können wir die Kontrolle über jeden einzelnen von ihnen ausüben. Wenn sowohl Gaffer als auch Menschen ständig von uns überwacht werden, können wir das Risiko von Leerestürzen vollständig eliminieren. Wir werden euch retten, indem wir Reisen und physischer Interaktion ein Ende setzen. Wenn dieser Anreiz fehlt, wird eure Art stagnieren. Das klingt wie der direkte Weg ins Aussterben. Nein, gar nicht. Nur die Entwicklung der Menschheit als Spezies wird enden. Ihr werdet euer sterbliches Fleisch zurücklassen und in eine ewige Existenz in den unendlichen Weiten des Chiralversums übergehen. Wir leben also als Haufen Toter weiter? Du wirst weder tot noch lebendig sein, sondern nur eine Seele. Und was wird aus dieser Welt? Wir werden weiter über das restliche Leben auf der Erde wachen. Bis ans Ende der Zeit. Als Verwalter werden wir die Aktivität anderer Spezies regulieren, damit ja keine eure Rolle an sich reißt als Spitzenraubtier. Die Menschheit wird für alle Zeiten gedeihen können, nachdem ihre Evolution es ihr ermöglicht hat, dem Aussterben zu entrinnen. Wie es euer Wunsch ist. Nein. Das werde ich nicht zulassen. Wer zieht eigentlich bei euch die Fäden? Wir sind niemandes Marionetten. Und schon gar nicht ihre. Sie haben keine Macht über uns. Wo bist du? An unserem Strand bist du nicht. Ich bin hier.
Ich bin's, Sam. Gesund und munter. Weißt du, man nennt mich nicht umsonst Die Hard-Man. Ich nehme an, nicht mal A-Pass wusste, dass ich mich die ganze Zeit für Charlie ausgegeben habe. Witzig, finden Sie nicht? Tatsache ist, A-Pass hatte nie vollständigen Zugang zu Drawbridges Daten. Mit unserem neuen Cupid-Design können wir Verbindungen einschränken und den Informationsfluss begrenzen. Ich habe die Entwicklung des Drawbridge-Prototyps beaufsichtigt. In meiner Zeit als Direktor bei Bridges. Und dabei habe ich meinen alten Freund kontaktiert. Tarman. Gemeinsam haben wir dann dieses Deep Tar Hunting Vessel in eine Operationsbasis umgewandelt. Ich nehme an, dass einige von euch die Zweideutigkeit des Namens durchschaut haben. Richtig. Die DHV Magellan. Oder natürlich auch Die Hard-Man's Vessel. Das kann unmöglich dein Ernst sein. Mir ist zu Ohren gekommen, dass A-Pass 4000 Lockne mit dem Design eines neuen Cupid-Typs beauftragen wollte. Genauer gesagt sollte sie ein Modell entwerfen, das eines Tages die ganze Menschheit kontrollieren könnte. Da ihre Technologie die Menschenstrände nutzt, war das Element Mensch wesentlich für den Prozess. Lockne weigerte sich zunächst. Also kontaktierte ich sie, überredete sie, den Auftrag anzunehmen. Zumindest sah es für alle anderen so aus. Zweck des Cupids war, Verbindungen zu ermöglichen und auch sie zu kappen. Namentlich die zwischen unseren Systemen und den Toten. Und ohne deren Einfluss wird A-Pass wieder zum Werkzeug. Wenn ihr das tut, werdet ihr dem gestrandeten Tod nie entkommen. Unser Fleisch und unsere Freiheit aufzugeben, kommt nicht in Frage. Darum werden wir andere suchen, die das ebenso schätzen wie wir. Gemeinschaften bilden, Kinder großziehen, leben und lieben. Wir werden versuchen, das Unmögliche zu erreichen und uns dabei selbst treu zu bleiben. Trotz aller Widrigkeiten immer weiter zu suchen nach neuen Ländern und neuen Welten. Das geht nicht. Ach nein? Dank des chiralen Netzwerks können wir reisen wie niemals zuvor. Also wird die Menschheit A-Pass immer weiter nutzen und das wahre Potenzial des chiralen Netzwerks komplett ausschöpfen. Niemand wünscht sich die dunklen Tage zurück, die dem gestrandeten Tod folgten. Du hast recht, was das Reisen angeht. Es gibt Menschen mit uns, die vom Strand aus quasi überall hinspringen können. Wir alle sehnen uns nach dem körperlichen Gefühl der Bewegung. Diese Einheit von Körper und Seele. Dooms mag sich ja als evolutionäre Sackgasse erweisen. Aber selbst angesichts dessen sehe ich Hoffnung. Jetzt aktiviere ich den Cupid, mit dem wir die Kontinente verbunden haben. Eine Brücke zu unserer Zukunft zu schlagen, in der wir unseren eigenen Weg wählen.
Noch vor ein paar Sekunden war jeder von euch in einer Illusion gefangen. Erdacht vom Präsidenten. Ja, das stimmt. Hast dir Zeit gelassen. Unser ehemaliger Präsident war von Anfang an Bord versteckt. In einem sogenannten Schattenkabinett. Du hast das gewusst? APAS überwacht uns schon seit einiger Zeit. Ich fand, die Täuschung war nötig, um zu vermeiden, dass man uns entdeckt. Aber es tut mir leid, dass ich euch im Dunkeln ließ. Ich musste sicherstellen, dass Drawbridge die Kontinente erfolgreich verbindet, ohne Verdacht oder die Aufmerksamkeit von APAS zu erregen. Eine bessere Idee ist mir leider nicht eingefallen. Meinen Körper eine Weile zu verbergen und statt Die Hartman zu einem Geist namens Charlie zu werden. Was soll das? Deadman, stopp! Zurück, ihr Narren! Das bin ich nicht! Was zur Hölle? Hex. Wir senden live vom Strand. So wie es immer war. Ich kontrolliere dieses Ding schon die ganze Zeit. Ja. Alles, um es der guten Amelie heimzuzahlen. Für das, was sie getan hat. Es geht hier um Amelie? Ja. Ich werde den Strand aufbrechen, den sie versiegelt hat, und die letzte Strandung einläuten. Das perfekte Ende für die Menschheit. Und die süßeste Rache, die ich mir für dieses alte Miststück vorstellen kann. Und für euch alle. Übrigens schön, dich zu sehen. Und du glaubst wirklich, du kriegst das hin? Was bin ich froh, dass du fragst. Weißt du, während meiner langen Gefangenschaft hatte ich viel Zeit darüber nachzudenken. Ich brauchte nur einen Katalysator mit einer Verbindung zu Amelie. Und ich kann zu ihrem Strand durchbrechen. Diese Verbindung gibt es nicht mehr. Oh, Sam. Süßer, ich rede nicht von dir. Das ist der Katalysator, den ich gesucht habe. Eine brandneue Extinktionsentität. Du raffst es nicht, oder? Deine Gene passen wunderbar. Scheiße, Mann. Sie ist deine Tochter. Was? Wenn ihr uns folgen wollt, dann nur zu. Wir warten am Strand auf euch. Wissen wir, dass es Tomorrow gut geht? Hartman sucht gerade nach ihr.
Die Chrysalis, die sich um sie gebildet hat, sollte ausreichen, um sie selbst unter den rauesten Bedingungen zu schützen. Pure Kryptobiose. Keine Angst, Rainey. Sam. Es ist wahr. Eure genetischen Profile passen. Tomorrow ist wirklich deine Tochter. Entschuldigung, aber was geht hier bitte vor? Nichts, was irgendwie Sinn ergibt. Tatsächlich ist es nicht unmöglich. Als Mitglied von Bridges mit Dooms musstest du doch Spermaproben abgeben. Das heißt, Tomorrow könnte Sams Kind sein, gezeugt durch künstliche Befruchtung. Wenn das wirklich stimmt, kann Higgs die letzte Strandung wohl auslösen. Wir brauchen Tomorrow zurück. Wir müssen also zu dem Strand, an dem Higgs ist. Und wie sollen wir das bitte machen? Das geht nicht. Sie leidet unter Sprungschock. Das wisst ihr doch alle noch. Na gut, aber was bleibt uns denn für eine Wahl? Ich muss es versuchen. Fragile. Wir bringen das Schiff an den Strand. Mit den vereinten Kräften jedes einzelnen Dooms-Patienten hier klappt es vielleicht, dass Fragile mit uns an unseren Zielort springt. Defibrillation. Abstand halten. Tut mir leid. Wo Higgs jetzt ist, kann ich nicht hin. Er muss von seinem eigenen Strand aus aktiv sein. Mit seinem K übernimmt er Kontrolle über Hüllen in unserer Welt. Auf die gleiche Weise wie ich. Aber ich weiß genau, wo sein Strand ist. Hab ihn schon kartiert. Es war niemand dort. Sicher. Wie finden wir den richtigen Strand? Nein. Es ist egal, wo Higgs ist. Wir müssen uns nur mit dem Traumfänger und dem Kipu verbinden. Amelie. Higgs hat ihr Kipu getragen, nicht wahr? Hätten wir etwas mit ihr Verbundenes, könnten wir dem Kipu folgen. Und Higgs. Tarman, bringst du uns zu Sams Bunker? Ich bereite das Schiff vor. Bleibt in euren Quartieren. Sind wir etwa schon angekommen? Nein, da stimmt was nicht. Ein Problem mit der Magellan vielleicht. Sam, hier ist Tarman. Wir beobachten schon länger den Zustand der Teerströme, aber sie scheinen sich einfach nicht zu beruhigen. In Mexiko ist es momentan besonders schlimm und diese Instabilität scheint sich auch auf Australien auszuwirken. Leider ist es viel zu gefährlich, die DHV Magellan zu bewegen. Aber die Zeit drängt, darum können wir nicht warten, bis sich die Ströme wieder genug beruhigen, dass wir reisen können. Aus diesem Grund musst du ohne uns vorausgehen, Sam. Zurück nach Mexiko. Wir haben keine Ahnung, was dich dort erwartet. Aber falls es ein Trost ist, wir haben Higgs Gitarre für dich modifiziert. Übe damit ruhig am Schießstand des Schiffs. Ich muss dir ja nicht erzählen, dass sie eine Wucht ist. Denk nur daran, sie beim Aufbruch mitzunehmen. Dank ihrer besonderen Eigenschaften kannst du sie sogar zum Strand mitnehmen. Sobald es etwas Neues zu den Teerströmen gibt, sagen wir dir Bescheid. Wir drücken dir die Daumen, Sam.
Sam, es gibt einige Neuigkeiten zu den Störungen in den Teerströmen. Der Punkt, wo es am instabilsten ist, scheint sich nah bei dem Ort zu befinden, den du ganz zu Anfang deiner Reise verbunden hast. In der Umgebung von Ciudad Nudo del Norte. Die Chiralium-Werte liegen klar über der Norm. Mit Sicherheit gibt es dort etwas, das von Interesse für uns sein dürfte. Es gab zum Beispiel auch Berichte über einen riesigen Schatten. Ich habe den Ort auf deiner Karte markiert. Begib dich so schnell wie möglich dorthin. Und Sam, hör zu, diese Anomalie wird immer größer. Wir wissen nicht, was passiert, wenn wir sie einfach ignorieren. Außerdem können wir, solange dieses Problem besteht, nicht zum Strand. Außer dir kann das niemand übernehmen. Also kümmere dich bald darum. Ist das ein Torbeben? Rasch, Sam! Wir müssen uns sputen! Hoffentlich bist du bereit, Sam. Sam. Hast wohl seine Schwachstelle erwischt. Sam, sieh gut hin. Siehst du die rötlichen Stellen am Körper? Die Schwachstellen sein. Kannst du sie treffen?
Sam, ich glaube, er hat irgendwas vor. Okay, Sam. Er hat endlich angehalten. Das gehört doch dir, nicht wahr? Ist das? Bridget oder Amelie. Ja. Ja, genau das brauchen wir, Sam.
Mit dem, was du gefunden hast, müssten wir ermitteln können, zu welchem Strand Higgs gegangen ist. Schnell zurück zum Schiff. Es wird Zeit, mit Higgs abzurechnen. Zu sein, wie der Name schon sagt, geht es um einen weißen Pottwal namens Moby Dick. Captain Ahab, einer der Hauptfiguren, trägt eine Beinprothese aus Walknochen, um das Bein zu ersetzen, das Moby Dick ihm vor langer Zeit genommen hat. Er ist besessen davon, Vergeltung an dem Wal zu üben, den er abgrundtief hasst, während er versucht, mit den Phantomschmerzen seines verlorenen Beins zu leben. Am Ende gelingt es ihm nicht, sich an seinem Feind zu rächen. Stattdessen wird er in die Tiefen des Meeres gezogen. Der einzige Überlebende ist Ishmael, der Erzähler des Buches. Er wurde gerettet, weil er verzweifelt an einer sargförmigen Boje festhielt. Ganz recht, ein Sarg hat ihm das Leben gerettet. Ironisch, oder? Wie man eine Sache nutzt, macht einen Unterschied. Sind alle bereit? Konzentrieren und Kräfte fokussieren. Um der Zukunft willen müssen wir zusammenarbeiten. Als Barriere für das Böse und als Tor für das Gute. Alle Mann, es geht los. Teerballastpumpen aktiv. DHV Magellan bereit machen. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away.
Fragile. Fragile. Ballastttanks entladen. DHV Magellan taucht auf. Heben wir ab. Und zwar zügig. Achtung an alle! Flugmodus vorbereiten. Bereit machen. Seelen, alle hier gestrandet. An A-Pass gebunden, um diesen einzelnen Strand zu erschaffen. Also ist Hicks hier. Ich aktiviere das Hologramm. Da. Zoome ran. Tomorrow. Mehrere GDs im Anmarsch. Achtung! Kampfbereit machen! Bitte, Sam. Du musst es sein. Nur du kannst die Sache zu Ende bringen. Nimm die Gitarre mit. Das ist die perfekte Waffe für so einen Ort. Sie zieht Chiralium aus der umgebenden Luft und konvertiert es in Energie. Hier am Strand sollte sie recht unbegrenzt funktionieren. Sam, nimm mich auch mit. Dann diene ich als Kommunikator. Wir schaffen das hier. Du machst das, Sam. Pass gut auf. Und vergiss nicht, ich werde immer bei dir sein. Fragile. Gefechtsstation. Charlie, Kampfmodus aktivieren. Halteseile raus. Kanonen einsetzen.
Türme aktiv. Okay. Bereit zur Zerstörung? Ich bin zurück, Baby. Es sind noch mehr GDs unterwegs. Es sind so viele von ihnen. Super große GDs unter uns. Sie nähern sich schnell. Die Steuerung reagiert nicht. Verdammt! Es hat uns! Wir machen das. Schaffst du das? Schnell! Du musst den Kopf ausschalten. Es hat gestoppt. Halt. Ist das? Deadman? Genau. An alle. Gut festhalten. WHV Magellan. Integrieren. Sam! Bist du das, Deadman? Ja, höchstpersönlich. Ich konnte mit meinem K die Kontrolle über dieses Ding übernehmen. Er dient im Grunde als die Brücke zwischen der Entität und unserem Schiff. Überlass das Kämpfen also uns. Bewegung, Sam!
Nicht mehr lange. Zu spät, Sam. Ach, sagen wir mal, ich bin hier am Strand gestorben. Du vor allem solltest das doch verstehen. Die Einsamkeit. Zehntausende Jahre war ich ohne Ziel. Ohne dich. Fragile. Amelie. Irgendwen. Ich konnte es nicht ertragen. Und dann, als ich dachte, das war's gewesen. Bin ich einfach wieder
zurückgebracht worden. Von 4000 armen Schweinen, die sich mit APAS vereint haben. Für sie war ich nur ein Geist. Eine weitere treibende Seele. Wir hatten so viel gemeinsam, dass sie mich als einen von ihnen betrachteten. Und wie ich so bin, spielte ich mit. Währenddessen arbeitete ich an meinem eigenen persönlichen Ziel. Versteh schon. Ist das wirklich, was du willst? Oh ja. Das Ende durch die letzte Strandung. Aber diesmal wirklich. Ich meine, ganz im Ernst. Was ist der Zweck dieses Friedhofs? Hm? Menschen verdienen, dass sie verschwinden. Vergessen werden. Wie sieht es aus? Noch ein Tanz auf all diesen alten Knochen. Hält dir das nicht, Sam? Ach, richtig. Zeit für einen Neuanfang. Zeit, dass wir eine andere Seite aufziehen. Zeit. Sammy! Einem Monster dieser Größe sind wir nicht gewachsen. Konzentriere dich auf Higgs. Vorsicht da unten! Du solltest die Aussicht von hier. Da bist du ja. Renn, Baby, renn! Fühlt sich gut an, was? Und Sammy! Achte auf die Elektrizität, Sam. Und bleib auch weg vom Wasser.
Wir sollten an einen höheren Ort. Hier, Sam. Jetzt gibt es Ärger! Juhu, hier oben. Erinnerst du dich an den Tag am Strand? Mein Lebenslicht hat mich verraten. Statt meiner Wenigkeit war es Sam, unser Mann. Tja, das Mädchen hätte mir gehören sollen. Zum Glück fand ich jemand Neues. Deine geliebte Kleine, die Extinktionsentität. Ich bin wirklich dankbar. Denn so genieße ich meine Rache an dir gleich doppelt. Es herrscht eine so schöne Poesie zwischen uns beiden. Siehst du das? Die letzte Strandung wird endlich geschehen. Der Sieg ist mein. Das Mädchen hat keine andere Wahl, als zu akzeptieren, was passiert. Aus nächster Nähe. Ein ganz vertrautes Gefühl. Hab dich warten lassen. Du und ich. Wir sind noch nicht fertig. Okay, Bitch, jetzt geht's! Du bist wie ein offenes Buch. Ein langweiliges. So macht man das. Ich mach dich alle.
Stirb schon! Stirb schon! Sting dir! Sting dir! Ein Schlaflied! Willst du mit mir? Willst du mit mir? Ich scheiß! Das Ende ist in Sicht. Es dauert. Ich scheiß! Auf dein Bullshit! Halt deine! Halt deine! Scheißklappe! Ist es wirklich was?
Lou? Geht es ihr gut? Sie ist bewusstlos, aber unverletzt. Sam. Hör zu. Fragile. Fragile ist tot, Sam. Die Wahrheit ist, sie ist schon länger tot. Als du fort warst und dieses Foto gesucht hast, hat sie mich kontaktiert, hat mir die ganze Sache gestanden. Es geschah, als sie Lou mit einem Sprung retten wollte. Als sie im Raum zwischen den Welten der Lebenden und der Toten war, hat Higgs sie erschossen. Wie du weißt, verläuft der Fluss der Zeit in unseren beiden Welten anders. Auf der anderen Seite war Fragiles Tod eine Tragödie, die bereits geschehen war. Aber auf dieser Seite hat ihre körperliche Form verweilt. Wenn auch nur eine Weile. Und das Ende kommt noch. Fragile wusste, was die Zukunft für sie bereithielt und was sie mit der Zeit, die ihr noch blieb, tun wollte. Du warst derjenige, dem ich es nicht sagen durfte, Sam. Der Einzige. Und ich hoffe, du verstehst das. Es tut mir leid, Sam. Lass ihn gehen. Sam, da ist etwas, das ich dir noch nicht erzählt habe. Als Higgs mich erschossen hat, in diesem Moment wurden mein K und mein H voneinander getrennt. Und dass Lou und ich den Sprung überhaupt vollziehen konnten, hatte nichts mit mir zu tun. Das war Lou. Lou verband uns mit diesen armen, verlorenen Seelen. Und zu der Zeit schien es bei ihnen sicherer als bei mir. So beschloss ich, ihnen Lou anzuvertrauen. Aber danach, Sam, als du mich gefunden hast,
hatte ich alle Erinnerungen daran verloren. Das Einzige, was ich sicher wusste, war, dass ich bereits tot war. Und dass ich in der wenigen Zeit, die mir blieb, mit dir reisen wollte. Erst als wir an Apes Strand ankamen, konnte ich mich wieder erinnern. An Lou, an den Sprung, an alles, was geschehen war. Ich bin schuld, dass du Lou nicht aufwachsen sehen konntest. Ich hab dir diese kostbaren Jahre gestohlen. Es tut mir so leid, Sam. Ich kann dir die verlorene Zeit nicht wiedergeben. Aber versprich mir, dass du deine Zukunft auskosten wirst. Mit Lou. Du wirst nie allein sein. Der Tod kann uns nicht trennen. Wir sind immer bei dir. Jetzt geh. Die anderen warten. Warte! Alle angeschnallt? Wir brauchen die Kraft von euch allen, damit das klappt. Achtung an alle! Zeit, nach Hause zu gehen. Danke fürs Kommen. Du sagtest, es eilt. Also los, ich habe nicht so viel Zeit. Die wollen mein Kind. Die wollen Lou für sich haben. Bridges hat Pläne. Und es hängt alles von Lous Verwendung als Opferbaby ab. Denn sie brauchen das Kind eines Wiederkehrers. Ich gebe ihm nicht mein Baby. Wir müssen allen sagen, dass du der Vater bist. Das stimmt nicht. Ich warne dich, spiel keine Spielchen mit mir. Bitte. Neil. Bitte. Hilf mir, Lou zu schützen.
Danke. Wir sollten nach Mexiko. Es gibt ein paar Routen, die nur Leute wie ich kennen. Und ich habe auch einige Freunde dort, die können uns helfen. Aber es muss schnell gehen. Nächste Woche, nicht später. Okay? Ich komme zurück und hol dich hier ab. Neil. Was? Da ist alles drin. Ich will, dass du für mich darauf aufpasst. Lass uns gehen. Einen Moment. Lass es. Alles Nötige ist im Wagen. Alles. Das macht es romantischer. Keine Sorge. Okay. Mexiko wartet. Er ist ein Patient von mir. Danke. Moment, ich checke das. Sollte gehen. Danke, Jungs. Was? Beeindruckend. Halt! Keine Bewegung! Stopp! Dir war doch klar, dass wir dich hier behalten. Schließlich trägst du das Kind eines Wiederkehrers. Ein Testsubjekt von unschätzbarem Wert. Waffe! Runter damit! Lass runter! Nein, 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 nein. Du liegst falsch. Es ist mein Kind. Also verpisst euch. Haut ab! Neil. Nein, nein! Nicht feuern! Nicht feuern! Nicht schießen! Nicht schießen! Lucy. Lucy. Hey. Fuck. Fuck. Neil. Du musst sie retten. Bitte. Bitte. In Ordnung. Aber dafür gibt es Bedingungen. Dieses Kind ist alles für uns. Du musst zustimmen, dass wir es nehmen. Aber sie wird leben. Sie wird leben. Gib mir dein Wort. Ich gebe dir mein Wort. Neil, ich gebe dir mein Wort.
Extraktion war erfolgreich. BB-00 wurde in einer sterilen Kapsel in eine separate Einrichtung geschickt. Sind bereit für die Leichenentsorgung. Ein Mann, eine Frau. Unmöglich. Was zum Teufel? Wie lange geht das schon so? Es beginnt bereits die Nekrose. Was zum Teufel? Das macht gar keinen Sinn. Ruf die Leichenentsorger. Jetzt los, kommt hier!
told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a buildup of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away, as you fade away. Ich kann mich erinnern. Die Reise, die wir zusammen erlebt haben. Du und ich, Sam. No. Wir werden immer verbunden sein. Ich
Ich mochte Booten schon immer. Durch eiskalten Regen und beißenden Wind, über Flüsse, Berge und endlose Wüsten. Kommen Sie, um Unbezahlbares zu liefern. Den Hauch eines Lebens, das ich nie kannte. Sie sind mein Fenster, meine einzige Verbindung zur Außenwelt. Und ich weiß, dass Sie wiederkommen. Heute. Jeden Tag. Selbst wenn wir längst weg sind. Der Tod kann uns nicht trennen. Darum bin ich auch heute wieder unterwegs.